Ganz pünktlich wird diesmal gestartet. Meine Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zum 58. Vortrag zur Apokalypse oder rund um die Apokalypse herum, da ja einiges immer dazukommt, im Moment sehr viel. Wie immer möchte ich euch begrüßen mit dem Wochenspruch. Es ist diesmal die 8. Woche seit Ostersonntag. Und es setzt sich jetzt die Tendenz fort der letzten Sprüche schon, dass wir immer mehr hinausgehen in die Sinneswelt, in das Licht, das draußen ist, in die Wärme, die vielleicht auch einmal noch kommen wird. Lassen wir uns überraschen. Aber jedenfalls die Tendenz, mehr mit dem Bewusstsein, mit der Seele hinauszugehen in die Welt und sich seelisch zu verbinden mit der Welt. Vielleicht auch nicht so in einem ganz wachen Zustand, sondern so ein bisschen mehr ins Traumhafte hineingehend. Also es ist so ein bisschen die Wachheit zunächst einmal des Denkens geht zurück, die wir haben, wenn wir so ganz in uns verschlossen sind und unser Eigendenken entwickeln, wo wir so ganz mit uns selbst zu tun haben. Jetzt geht's ein bisschen mehr hinaus, ein bisschen loslassen, ein bisschen ein Ahnen gegenüber der Natur zu entwickeln, und das aber dann mit hineinzunehmen. Und wenn wir es mit hineinnehmen, können wir es dann auch stärker ins Bewusstsein heben. Aber gerade durch dieses Ahnen zunächst der Natur gegenüber kann man ein bisschen ein Gefühl kriegen, ich sage einmal zunächst für das Seelische, das in der Natur waltet, über das wir jetzt die letzten Male schon oft gesprochen haben. Das ist also so ein bisschen das Thema dieses 8. Wochenspruchs. Ich lese ihn. Es wächst der Sinne Macht, im Bunde mit der Götter schaffen. Sie drückt des Denkens Kraft, zu Traumes Dumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen will, muss menschlich Denken im Traumessein sich still bescheiden. Und das hängt auch zusammen eben mit einer gewissen Polarität, die wir in unserem ganzen Seelenleben drinnen haben, die sich auch überhaupt in unserer ganzen Wahrnehmungs- und Erkenntnistätigkeit widerspiegelt. Ich meine, Rudolf Steiner spricht ja schon in seiner Philosophie der Freiheit davon, dass es 2 Quellen der Erkenntnis gibt, die uns jeweils eine Hälfte der Wirklichkeit zunächst geben, und das eine ist die Beobachtung, durchaus eben die sinnliche Beobachtung der Welt, die draußen um uns liegt, und die andere Seite ist das, was das Denken dazu bringt, an Begriffen auch, um die Welt eben zu verstehen, die wir in den Sinnen erleben. Und in Wahrheit, wenn kein bisschen Denken dabei wäre, würden wir im Grunde nichts wahrnehmen. Nicht wahr? Weil schon die einfachste Unterscheidung, das ist rot, das ist grün, ist schon ein Erkenntnisakt, der mit Hilfe des Denkens vollzogen wird. Also es ist eigentlich eine ganz reine Wahrnehmung, ganz ohne Denken. Das ist so ein Grenzfall, den wir in Wahrheit nie erreichen. Und das andere Extrem wäre halt, dass wir ganz die Sinne ausschalten und nur im Eigendenken drinnen bleiben. Also in dem, wo wir halt jetzt als Denkender aktiv sind, aber wo Begriffe hereingeholt werden, die doch nicht nur unser eigenes willkürliches Produkt ist, sondern in dem eine Gesetzmäßigkeit waltet. Und wenn man beides zusammenbringt, kann man erkennen, dass diese Gesetzmäßigkeit, die ich da im Denken hereinhole, doch mit dem, was draußen ich in den Sinnen wahrnehme, irgendwo zusammenstimmt, mir ja eigentlich die Sinneswelt erst wahrnehmbar und in weiterer Sicht erklärbar macht. Das gehört also zusammen. Also ich muss durch das Denken bringe ich überhaupt Unterscheidungsvermögen hinein. Man erlebt es halt im Alltag
sehr selten, weil die meisten Dinge, denen wir begegnen, die sind uns so vertraut, dass wir sofort eigentlich den Begriff dazu haben und eigentlich das fertige Gebilde haben, das aus Begriff und Wahrnehmung gebildet ist. Und dann sagen wir, ich sehe einen Eichenbaum. Aber dass ich einen Eichenbaum sehe, da muss schon was Begriffliches dabei sein. Wenn ich den Begriff des Eichenbaums nicht habe, sehe ich irgendwas. Wenn ich den Begriff vor allem wenn ich den Begriff des Baumes überhaupt nicht hätte angenommen, dann ist es was sehr, sehr Nebuloses für uns. Wir merken das heute nur dann, wenn wir namentlich in der Natur draußen irgendwas huscht vorbei, huscht über den Weg und wir nehmen eigentlich nur irgendeinen undefinierbaren Schatten wahr. Und erst wenn wir dann genauer herankommen und das, was immer das war, ein Tier wahrscheinlich, wenn wir das näher ins Auge fassen können, dann kommt halt allmählich der Begriff dazu, ja, das ist ein Wildschwein, das ist kein Reh, das ist ein Wildschwein gewesen. Also da erleben wir noch ein bisschen was davon, dass nicht so automatisch in Wahrheit der Begriff dazukommt, sondern dass wir wirklich aktiv tätig werden müssen. Aber bei den vertrauten Dingen passiert das praktisch ad hoc. Aber im Grunde sagt uns das in die Wahrnehmung hinein, verlieren wir uns eigentlich komplett. Wenn wir ganz extrem hineingehen, verlieren wir uns darin. Wir wissen eigentlich nichts mehr. Wir sind eins damit zwar geworden, aber wir wissen nichts mehr davon als Objekt und nichts mehr von uns als Subjekt. Wir sind also eigentlich eingetaucht. Wir haben uns verloren in die Sinneswelt. Das ist das eine Extrem. Und das andere ist halt, dass wir uns ganz auf uns selbst zurückziehen und nur schauen, was da im Denken sich abspielt. Und gesund ist es, wenn dieser Wechselschlag immer stattfindet. Sich verlieren können an die Welt und aus dem aber etwas zurücknehmen, wieder ganz ins volle eigene Bewusstsein. Wenn das immer hin und her geht, in Wahrheit pendelt es immer hin und her. Und ganz besonders ist das in der Begegnung mit anderen Menschen der Fall oder sollte der Fall sein. Dann müssten wir eigentlich, wenn es wirklich gut laufen soll, ganz tief in den anderen eintauchen, nicht nur an seiner Außenseite hängen bleiben. Da haben wir wahrscheinlich das gewohnte sinnliche Bild, das wir halt kennen von dem Menschen, wenn er uns vertraut ist irgendwo. Aber in sein Seelisches, in sein Geistiges vielleicht uns damit zu verbinden. Durchaus durch das Sinnliche, was er uns entgegenbringt, durch seine Worte, durch seine Mimik und so weiter, aber darin wirklich zu lesen, wirklich durch seine Worte zu spüren, ja, was will er mir denn wirklich sagen? Weil wir wissen alle, das, was mit Worten gesagt wird, interpretiert jeder zunächst einmal anders, nach seinen Vorstellungen. Jeder hört ein bisschen was anderes dabei, versteht etwas anderes darunter, was uns nur zeigt, dass die Begriffswelt viel weiter ist und sie nicht in ein paar abstrakten Begriffen erschöpft, sondern dass jeder wirkliche Begriff einen riesigen Umfang hat in Wahrheit und sehr, sehr viel reicher ist und zeigt die ganzen Verbindungen, die zu anderen Begriffen dazugehören und wenn wir es so ganz abstrakt fassen, fällt das aber alles weg. Wenn wir zum Beispiel schon ins Lebendige denken, also das heißt in ein wirklich momentan ganz aktives Denken, in ein vielleicht sogar imaginatives Denken hineingeht, dann merkt man, wie der Radius eigentlich immer größer wird und jeder einzelne Begriff, jede einzelne Idee im Grunde die gesamte Ideenwelt umfasst. Ich meine, darum sagt Goethe so schön, es ist eigentlich falsch, von der Idee in der Mehrzahl zu sprechen. Es gibt eigentlich nur eine Idee, nämlich deswegen, weil alles mit allem in der Ideenwelt zusammenhängt. Es gibt nichts, was herausfällt. Alles ist verbunden mit allem anderen, vom kleinsten bis zum größten, vom kleinsten Atom, was immer das sein soll, bis zu den kosmischen Fernen hinaus, hängt letztlich alles zusammen. Natürlich überschauen wir das nicht mit unserem Verstandesdenken. Unser Verstandesdenken ist dabei vollkommen überfordert, weil je mehr Dinge das werden, umso verwirrter werden wir im Grunde. Aber im lebendigen Denken, in der Imagination schauen wir diese Zusammenhänge in gewissem Sinne. Und die große Schwierigkeit ist dann nur, das in Worte zu fassen, weil in dem Moment, wo ich es in Worte fasse, muss ich es zusammenkürzen bis zum geht nicht mehr.
Eine ganze Lebenszeit würde nicht ausreichen, um eine einzelne Imagination wirklich schildern zu können. Und auch dann wäre es nur Stückwerk und Ausschnitt. Aber geistig erleben kann man es im Prinzip. Das ist der Punkt. Nur aussprechen kann man es nicht. Das ist das große Problem, das man immer hat, also dass man etwas, was man geistig, sprich esoterisch erlebt. Das heißt, in dem Fall heißt esoterisch nur zunächst einmal selbst erleben kann, durchs eigene Erleben dessen gewahr werden kann. In dem Moment, wo ich es ausspreche, wird es exoterisch. Exoterisch heißt äußerlich, in äußere Worte, in äußere Begriffe gefasst. Und die äußeren Verstandesbegriffe, die sind die alles begrenzen. Nicht wahr? Definitionen. Das ist der Extremfall. Definition heißt eine Grenze setzen. Dann sage ich, ja, es ist unendlich, aber mich interessiert nur der kleine Bereich davon. Nur den kann ich in Worte fassen, den kann ich wirklich beschreiben und den greife ich heraus. Aber wir sind jetzt auf dem Sprung in eine Zeit, wo es gelingen kann, gelingen soll, dass wir mehr in dieses lebendig imaginative Denken eintauchen. Und sozusagen, ja, vielleicht unscharf, sehr unscharf, aber doch große Zusammenhänge sehen. Und es zeichnet sich also namentlich auch in den Naturwissenschaften ab, es wird der Ruf also danach deutlicher in manchen Bereichen, also wenn ich denke zum Beispiel Systembiologie, die sich entwickelt und die im Grunde davon ausgeht, dass die ganze Biologie des 20. Jahrhunderts, die, wie man sagt, sehr reduktionistisch war, also die alles auf irgendwelche kleinen, einfachen Grundlagen, am besten auf die Basis der Gene stellen wollte. Also wenn ich die Gene eines Lebewesens kenne, sozusagen weiß ich alles Wesentliche daraus und den Rest könnte ich daraus entwickeln. Naja, Schnecke, geht überhaupt nicht. Ich meine, namentlich seit mit der Jahrtausendwende oder kurz nach der Jahrtausendwende das menschliche Genom entziffert wurde, ist man sehr bald darauf gekommen, dass man damit allein noch herzlich wenig weiß. Man kann zwar schon sagen, ja, das Gen erzeugt dieses oder jenes Eiweißmolekül. Genauer gesprochen, das Gen erzeugt es gar nicht, sondern das Gen ist ganz passiv, aber der Körper, die Zelle, erzeugt mit Hilfe dieses Gens dann entsprechendes Eiweißmolekül. Das ist auch noch nicht sehr viel, was man weiß davon. Wie daraus wirklich ganze Organe oder sowas entstehen, ist noch mehr als rätselhaft. Ja, man kann sagen, wenn dieses Gen nicht da ist, dann wird das Ohr nicht gescheit ausgebildet. Solche Dinge kann man finden, aber damit ist die Form des Ohres und wie das Ohr entstehen kann, noch lange nicht erklärt. Ich weiß nur, dass wenn dieses eine wichtige Gen fehlt, funktioniert's halt nicht richtig. Viel weiter ist man noch nicht. Aber man weiß heute, dass, also in der Systembiologie beschäftigt man sich damit, dass an jeder Kleinigkeit, nämlich überhaupt das, wie ein Gen umgesetzt wird in ein Eiweißmolekül, der ganze Organismus letztlich mitspielt. Ja, mehr noch, nicht nur der ganze Organismus, auch die Umwelt hat einen Einfluss darauf. Also das heißt, es geht deutlich über die Grenzen des Lebewesens sogar hinaus. Und der Punkt ist, dass es nicht so einfach ist, das Gen ist ein Abschnitt in der Erbsubstanz, ja, dachte man. Und das wird 1:1 in ein Eiweißmolekül übersetzt. Das stimmt nicht. Aus diesen Genabschnitten, also aus diesen Abschnitten der Erbsubstanz, da können verschiedenste Stücke herausgenommen und kombiniert werden. Und das steht nirgends in der DNA drinnen, wie das passieren soll. Sondern das passiert dadurch, dass der ganze Organismus mitwirkt, plus die Umweltsituation und so weiter. Und die baut sozusagen erst das Wirkliche zusammen, dann was aktuell gebraucht wird. Und die Kombinationsmöglichkeiten dabei allein sind riesig. Sind wesentlich größer, als es Sterne im ganzen beobachtbaren Universum gibt. Also da ist nichts, was man einfach vorher berechnen könnte, sondern es ist ein Spiel mit diesen Dingen und
die DNA ist nichts anderes als so ein bisschen ein Baukasten, mit dem man spielen kann, aber aus dem man sehr viele Dinge machen kann. Aber was man kann und was man auch erkannt hat in der Systembiologie ist, dass man einfach die übergeordneten Ebenen anschauen muss und durchaus einmal grob, ohne allzu viel Details erfassen muss und sehen, welchen Einfluss haben die auf die unteren Ebenen. Also es gibt im Lebendigen eine Verursachung von unten. Sicher, die Gene sind da, die Erbsubstanz ist da und die setzt gewisse Grenzen, so dass aus einem Mausgen sicher nicht ein Elefant werden wird, sondern es wird immer eine Maus daraus werden. Aber da gibt's halt sehr viele Variationsmöglichkeiten, wie diese Maus entsteht. Etwa selbst bei einem Wurf von Mäusen ist jede Maus hat trotzdem andere Eigenschaften und auch im eigenen Organismus werden an verschiedenen Stellen die Gene durchaus ganz anders umgesetzt. Sonst müssten wir alle aus lauter gleichen Zellen bestehen, ist aber nicht der Fall. Sondern die ändern sich. Und dass das jetzt wieder Organe bildet, die größere gebildet sind, also die aus Geweben entstehen, wo auch verschiedene Zelltypen vielleicht miteinander verbunden sind, das ist alles sehr kompliziert und steht so nicht in den Genen drinnen. Und man könnte sagen, diese Intelligenz, die da dahinter steckt, die das macht, spielerisch erzeugt, da spielen etwa die Ätherkräfte eine Rolle, da spielen aber auch die astralischen Kräfte eine Rolle, von denen wir gesprochen haben. Aber was ich schon die letzten Male gesagt habe, man kann an den Spuren schon zumindest also die Tätigkeit der Ätherkräfte erkennen daran, an den Spuren, was sie tun. Und das wird halt wichtig sein für die Zukunft, dass wir aus diesem Wechselschlag zwischen Sinneswahrnehmung, ganz konkreter Sinneswahrnehmung und zurückgehen ins Denken, das Hineinnehmen ins Denken und dadurch sich dessen, was ich sehe, immer besser bewusst zu werden. Und das zu steigern, eben jetzt dieses Denken bis zur lebendigen Imagination. Da an der Schwelle stehen wir jetzt. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und das steckt auch also ein bisschen in diesem Wochenspruch drinnen. Also da zeigt es uns, dass uns eigentlich der Jahreslauf die Gelegenheit gibt, so die wirklich über längere Zeit durch die Extreme auch durchzugehen, aber den Übergang von einem zu finden. Vor Winterzeit ganz ins eigene Innere zu kommen, dieses Ich denke, ich bin es, der denkt, ich bin es, der etwas aus der Begriffswelt, aus der geistigen Welt, die dahinter steckt, hereinhole. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist hinausgehen, sich verlieren in der äußeren Welt, in Wahrheit, und dann wieder das zurückzunehmen ins eigene und dort zu erwachen für das, was ich eigentlich erlebt habe. Dieser Prozess spielt sich ständig ab. Das ist diese Verbindung eben von Beobachtung, Wahrnehmung und Denken, von der Rudolf Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit spricht. Also das ist ein rhythmischer Übergang zwischen beiden Polen. Und eben, wie ich es jetzt schon angedeutet habe, ganz besonders bedeutsam im sozialen Leben. Dieses wirklich hinüberträumen können, hinüberschlafen können in den anderen, das heißt, der andere seelisch-geistig eigentlich werden. Aber da vergesse ich mich selbst komplett dabei. Komplett. Es gibt nicht mehr, ich denke mir über den, dieses oder jenes, sondern ich verwandle mich geistig in diesen anderen Menschen. Und das nehme ich zurück, und indem ich es zurücknehme, wird ein Teil davon zumindest ins wache Bewusstsein gehoben. Und mit jedem Pulsschlag sozusagen geht es hin und her. Und in dem Wechselschlag kann das immer mehr auftauchen und sich aufbauen, so dass ich dann anfange, wirklich den anderen aus sich selbst heraus zu begreifen. Im wahrsten Sinne zu begreifen auch. Denn es ist nicht nur eine Gefühlssache dann, sondern es geht durch alles durch. Es geht vom Denken aus zunächst einmal, wo ich bei mir bin, da denke ich, was ich mir heute denke. Dann geht's in ein Gefühlsmäßiges, in mehr ein Ahnendes das ist das Wahrnehmen, und dann tauche ich ganz ein, mit meinem Willen ganz ein
der andere zu werden. Aber da schlafe ich eigentlich ein in den anderen. Ich schlafe hinüber in den anderen Menschen. Aber dann kommt der Rückweg und je mehr ich wieder zurückkomme über die Gefühlsebene, wieder zur Denkebene, hebe ich das ins Bewusstsein. Das geht immer so hin und her. Es geht immer so hin und her. Und das ist nicht nur ein Erkenntnisvorgang, sondern das ist zugleich auch ein ganz realer Vorgang, der etwas bedeutet für die Welt und für den anderen Menschen und für das soziale Leben, das wir gemeinsam führen. Und ähnlich ist es eben auch gegenüber der Natur, dass man in das Wesen der Tiere eintaucht, sozusagen hinüberschläft in dieses Tier und etwas davon mitnimmt. Und erkennt dabei zum Beispiel, dass das Tierreich etwas ist, was im Grunde dadurch entstanden ist, dass wir es zeitweise aus unserem Wesen abgesondert haben, weil dort drin Kräfte wirksam sind, seelische Kräfte, die wir noch nicht selbst mit unserem Ich her bewältigen könnten, die wir nicht in den Griff bekommen könnten. Und weiß ich nicht, die Kräfte, die in einem Löwen wirken, könnten wir noch nicht umgehen damit, wirklich umgehen, wenn sie in ihrer vollen Stärke mit unserem Wesen vereinigt werden. Wir können aber jetzt eine Vorbereitung dafür machen, diese Kräfte wieder in unser Wesen zurückzunehmen, zu vereinigen mit unserem Wesen, wenn wir mal mit diesem Erkenntnisvorgang beginnen. Damit beginnt schon dieser reale Prozess, uns wieder mit diesem Tier, mit dieser Tiergattung zu vereinigen. Und das ist die Erlösung der Tierwelt. Ich werde gleich da noch was lesen vom Paulus dazu. Da gibt es ja eine schöne Stelle dazu im Römerbrief. Aber ich lese jetzt noch einmal, um das abzurunden, den Wochenspruch. War jetzt alles nur der Wochenspruch, aber da steckt halt in Wahrheit sehr viel drinnen, sehr viel, was man also auch gebrauchen kann jetzt für unser Thema hier. Also 8. Wochenspruch. Es wächst der Sinne Macht im Bunde mit der Götter Schaffen. Sie drückt des Denkens Kraft zur Traumesdumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen will, muss menschlich Denken im Traumes sein, sich still bescheiden. Und je mehr wir dann gegen Sommer zugehen, wird das Traumessein sogar zum Schlafesdasein in gewisser Weise. Dann sind wir aber intuitiv, aber halt zunächst unbewusst mit der Welt wirklich verbunden draußen. Intuition hat mit dem Willen zu tun, mit der Willenskraft des Menschen. Und im Wollen sind wir in Wahrheit am wenigsten bewusst, obwohl gerade im Wollen am stärksten unser wirkliches Ich tätig ist. Aber wir haben noch nicht die Kraft, im Wollen wirklich zu erwachen. Wir schlafen im Wollen. Nämlich, wir haben natürlich schon im Kopf, im Gedanken, im Bewusstsein, ich will das und das. Aber das ist nur der Gedanke des Wollens. Wirklich zu wissen, was unser Wollen ist, würde zum Beispiel, wenn es jetzt um eine körperliche Aktion geht, darum ganz wach bewusst mitzubekommen, was jede Faser unseres Körpers dabei tut. Bis ins Kleinste hinein. Was alles dabei eine Rolle spielt. Das ist, weil Wille, da wird's ganz real, da ist es Kraft. Und zwar, es ist aber natürlich nicht blinde Kraft, sondern sehr wohl hochintelligente Kraft, wenn man so will, also geistige Kraft, die dahinter steckt, die nicht blind agiert, sondern die sehr koordiniert vor sich geht. Und wenn wir diese ganze Koordination durchschauen würden, dann wüssten wir erst, was Wille wirklich ist. Ich meine, Wille, kann man sagen, ist die kraftgewordene Idee. Was wir als Idee im Geiste erleben, ist die bildgewordene Idee. Das, was im Willen eine Realität ist, ist so wie wir es jetzt zumindest erleben, Bild geworden, zunächst einmal. Aber dafür bewusst. Da wird's eine Realität, aber völlig unbewusst für uns. Es passiert einfach. Und wo man wirklich aus dem Geistigen heraus tätig ist, als Künstler zum Beispiel,
Und wenn man wach im Geistigen tätig wäre, dann würde man bei jedem Pinselstrich genau wissen, warum er so ist. Aber nicht bevor ich ihn mache, sondern indem ich ihn mache. Weil dann genau immer dieser Wechselschlag stattfindet, Tun und Erkennen des eigenen Tuns. Aus dem Bewusstsein heraus Impuls geben und ins Tun übergehen, das wechselt ununterbrochen. Das wechselt ununterbrochen. Aber das geht nicht mit dem Verstandesdenken. Das geht nur mit einem imaginativen Denken, mit einem lebendig und imaginatives Denken. Also das ist die Steigerung des lebendigen Denkens, könnte man sagen. Ist eben nur dort, oder besser gesagt, ist überall dort, wo wir wirklich aktiv denken. Nämlich gestaltend denken. Schaffend denken, nicht bloß kombinatorisch denken. Das heißt, auf bereits bekannten, erlernten Begriffen aufbauend. Das ist unser Verstandesdenken. Mit dem kriegen wir in Wahrheit weder wirklich etwas von uns selbst mit, noch etwas von dem, was draußen ist. Da bleiben wir eigentlich immer davor stehen. Also das wirkliche Denken steckt erst dahinter. Das wirkliche Denken ist das den Begriff erst hervorbringt, zur Erscheinung bringt. Und zwar, ja, man könnte sagen, aus dem Nichts heraus, nicht abgeleitet aus etwas bereits Bekannten heraus, sondern unmittelbar aus dem Geistigen geholt. Goethe hatte das bis zu einem gewissen Grad in seiner Metamorphosenlehre, also wo er sich beschäftigt hat mit den Pflanzen, wo er erlebt dann die Urpflanze. Und von dem habe ich ja schon oft gesprochen. Dieses Erlebnis der Urpflanze, könnte man sagen, das ist die Idee, der Begriff der Pflanze. Aber das ist etwas so Lebendiges, dass es ihm möglich macht, im geistigen Bild diese Urpflanze in jede beliebige Pflanze, die es gibt in der Natur oder die es vielleicht nicht gibt, aber geben könnte, sie herausentwickeln kann. In seinem seelischen Erlebnis. Das heißt, das ist aber sehr eng verwandt mit dem künstlerischen Prozess. Und wirkliches Künstlerisches macht immer ein geistiges sichtbar. In seiner ganz einseitigen Gestalt, nicht? Weil ich kann wenn ich ein Bild male, kann ich es immer nur in einer einseitigen Gestalt sichtbar machen. Das ist schon klar. Also ich müsste sozusagen den Moment abfangen, bevor ich es auf die Leinwand bringe, weil da sind hunderte Bilder möglich im Grunde. Aber es kann dann zum Schluss nur eines werden. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich es wieder angehe, wird es eine andere Perspektive desselben zeichnen. Es gibt ja viele Künstler, die bestimmte Motive in ihrem Leben immer wieder gemalt haben und die Bilder sind durchaus unterschiedlich. Weil der Künstler sich an dem Prozess, es hereinzuholen, es auf die Leinwand zu bringen, sich selbst weiterentwickelt hat und immer mehr schafft herunterzubringen und in das Bild hineinzubringen. Aber in Wahrheit lebt er sein ganzes Leben lang mit dem Motiv irgendwo. Und das heißt, es geht darum, im Denken Künstler zu werden und uns mit diesem künstlerischen Sinn mit der Natur zu verbinden. Mit den Tieren zum Beispiel zu verbinden. Da ist es in gewisser Weise am leichtesten, weil da geht es darum, uns durch den sinnlichen Schein hindurch zu verbinden, einmal mit der seelischen Ebene der Tiere. Und das ist das, was eben auch Paulus anspricht im Römerbrief, und ich werde das jetzt gleich vorlesen, das Stückerl dazu. Das ist genau der Prozess, wo die Erlösung des Tierreiches auch beginnt. Und Paulus spricht es sehr deutlich aus. Ich lese es jetzt in der Fassung von Emil Bock, die das sehr deutlich hervorbringt. Es ist nicht in allen Übersetzungen, kommt es so klar hervor. Da ist es sehr klar natürlich, weil Emil Bock auch den anthroposophischen Hintergrund hatte und dadurch das besser in die deutsche Sprache übersetzen kann. Weil im Originaltext
ist es schon da, aber das Problem sind meistens die Übersetzungen. Da geht so viel verloren, weil man die Worte halt mit entsprechenden deutschen Worten übersetzt, die aber nie die Sache so genau treffen. Man muss die Dinge oft umschreiben eigentlich, um das Wahre zu bringen. Ich meine, ich merke das jetzt so deutlich, weil ich jetzt die Anto-Wiki-Geschichte übersetzt vom Deutschen ins Englische und da gibt es so viele Dinge, man kann sie im Englischen sehr schwer ausdrücken. Im Englischen zum Beispiel ist es gebräuchlich, dass man für das Ich des Menschen standardmäßig Ego sagt. Ego. The ego of the man. Das, ja, sie haben natürlich das Wort I und es wird sogar groß geschrieben, aber das Wort das Ich haben sie eigentlich nicht. Sondern dafür wird standardmäßig Ego gesetzt. Aber jetzt sind Ego und Ich eigentlich Dinge, die so diametral auseinander liegen. Also das Ego ist nur der astralische Schatten des Ich und hat mit dem wirklichen Ich so ziemlich gar nichts zu tun, sondern ist eigentlich das, was meistens ja im Alltagsleben der Widerpart des wirklichen Ichs ist, jedenfalls irgendwann erzogen werden muss vom Ich. Und das sind ganz also konträre Dinge. Und so ist es halt einfach unheimlich schwierig, wirklich eine Sprache, die ursprünglich aus dem Geistigen geschöpft wurde. Und das Altgriechische war natürlich geistiger als unser heutiges Deutsches und erst recht als das Englische. Muss man auch dazu sagen, die englische Sprache ist eine großartige Sprache, für die Aufgabe, die es hat und für das Volk, das diese Aufgabe hat, nämlich ganz bewusst und wach mit der Bewusstseinsseele die äußere Welt zu ergreifen. Das ist ihre Aufgabe. Die äußere sinnliche Welt erfassen, möglichst ungestört von allem, was aus höherem Geistigen kommt. Und das ist durchaus eine Tugend, weil es ist eine völlige Untugend, die haben wir gerade im deutschen Sprachraum sehr oft. Da gab es viele Forscher, die immer ihre religiösen, geistigen Überzeugungen hineingetragen haben in die ganz beinharte materialistische Naturforschung. Und das ist falsch. Damit entsteht ein falsches Bild über das Geistige, damit entsteht ein falsches Bild über die materielle Welt. Das sind Dinge, die man klar auch scheiden muss, obwohl sie natürlich in der Wirklichkeit zusammenspielen. Aber das richtige Zusammenspiel erkennt man eben gerade nicht, wenn man etwas hineinträumt, was gar nicht drinnen ist. Und das haben wir mehr als genug gehabt. Und das ist ein Verdienst der englischsprachigen Welt, dass sie wirklich den beinharten Materialismus im wissenschaftlichen Denken gebracht hat. Das ist eine große Tugend. Und es ist sozusagen aus der Naturwissenschaft überall mit großem Recht die Gottesidee hinausgeflogen, die immer wieder dazu herhalten musste, wo man mit der Erklärung nicht weitergekommen ist, da macht's der liebe Gott. Endlich, jetzt habe ich den Punkt, wo der liebe Gott wirksam ist. Und das ist genau das Falsche. Man muss nämlich erkennen lernen, das wird man erkennen lernen, wenn man rein materialistisch bis an die Grenze geht, dann wird man sehen, dass im Materiellen das Geistige wirkt und dass das Materielle ohne dem Geistigen nicht denkbar ist. Das ist das Interessante. Es gibt nämlich ein geistloses Materielles nicht. Das ist der Punkt. Das muss man erkennen. Man muss das Geistige in der Materie erkennen, aber dazu darf es nicht hineinträumen. Das ist der große Punkt. Also, daher von meiner Seite sicher keine Ablehnung des materialistischen Denkens. Es ist notwendig in der Welt, aber es braucht, und das ist die dringende Aufgabe in unserer Zeit, weil eben dieses materialistische Denken, das einerseits sehr, sehr wertvoll ist, aber andererseits jetzt praktisch den ganzen Platz eingenommen hat. Und das ist das Problem dabei. Wir müssen, ja, wie schon der Steiner oft sagt, einen Tunnel von beiden Seiten bohren. Wir müssen ihn bohren von der materialistischen Seite und von der geistigen Seite, um letztlich zu erkennen, dass wir uns treffen in der Mitte und dass es zusammenkommt. Und dann sieht man, dass es das Materielle ohne das Geistige nicht geben kann. Und dass auch das Geistige sich überall irgendwo ausdrückt in der Natur draußen, die ich sinnlich, materiell fassen kann.
Und das war mit schon eine Aufgabe des 20. Jahrhunderts, eben diese Dinge, die noch, ja, aus bester Gesinnung heraus, aber doch ein Hineinträumen war vom Geistigen ins Materielle, aber ein falsches Hineinträumen. Ein nichtes Erkennen, weil das Geistige kann ich nicht hineinträumen, aus irgendeiner religiösen Überlieferung, die mir gefällt oder nicht gefällt, wie auch immer, sondern ich muss das Geistige erleben können. Wenn ich es nicht zumindest im Denken erleben kann, nämlich ganz real erleben kann, dann habe ich es nicht. Das Geistige ist erst dort da, wo ich geistig denken kann, wirklich geistig denken kann. Und das müssen wir noch entwickeln oder sind dabei, es zu entwickeln. Die Zeit ist dazu reif zu erkennen, dass im Denken Geistiges waltet, tätig ist. Und dass, dass das zugleich die geistige Seite der Natur ist. Nicht wahr? Wir haben in unserem Denken all die Kräfte drinnen, die das Geistige der Natur sind und die in der Natur tätig sind, gestaltend tätig sind. Die können wir mit unserem wirklichen Denken ergreifen von der anderen Seite. Da sind wir genau in dem Tunnelbau drinnen. Wir können einerseits die äußere materielle Seite sehen mit unseren Sinnen, dazu haben wir sie, und wir können von da die geistige Seite, die das Wesen dieser Dinge, die wir da mit Augen sehen, ausmachen, mit dem Denken ergreifen. Aber das ist eben kein Verstandesdenken mehr, sondern das ist dieses lebendig gestaltende Denken. Und im Grunde gibt uns die Naturwissenschaft, die äußere, ununterbrochen eine Fülle an Material, an dem wir nur erst erkennen müssen, wie das Geistige darin waltet und tätig ist. Ich meine, die ganze Evolutionslehre, die von Darwin von mir aus angefangen und alle Variationen, die gekommen sind. Ich meine, einer der Vorreiter war Goethe in Wahrheit, der diese Dinge schon vorausgesehen hat. Er hat gesehen den Zusammenhang der Gestaltung der Tiere mit dem Menschen. Dass nicht der Mensch irgendwas ist, die Tiere, ja, das sind irgendwie niedere Geschöpfe, die geschaffen wurden vom lieben Gott, so eins nach dem anderen, und der Mensch dann als der irgendwo zum Schluss hineingesetzt wurde. Nein, wir hängen eng mit der ganzen Natur draußen zusammen. Und wir sind in unserer körperlichen Gestalt herausgewachsen aus dieser Natur. Und dieselben Kräfte, die da draußen in den Tieren gestalten, haben wir in ihrer ganzen Fülle in uns. Und die Tiere haben es halt nur in Einseitigkeit teilweise in sich. Und man braucht nur die ganzen Fakten, die die Evolutionslehre geliefert hat, richtig anschauen. Dann sieht man, welch wunderbare Künstlerin die Natur ist, die spielerisch im Grunde ausprobiert, wo es keinen fertigen Plan gibt im göttlichen Büro, der sagt, das und das und das soll geschaffen werden, und das ist womöglich noch, weiß ich nicht, an welchem Schöpfungstag halt was, in den 6 Schöpfungstagen halt eins nach dem anderen geschaffen worden, Hokuspokus, dann war es da. Nein, sondern es ist in ständiger Bewegung und künstlerischen Veränderung, in ständiger Gestaltung. Und das kann man eigentlich in der Natur erleben. Und es ist der Naturwissenschaft zu danken einfach, dass sie viele, viele Fakten dazu uns von außen gebracht hat, die man auch wirklich nur sinnlich erfassen kann. Und jetzt müssen wir endlich einmal so weit kommen, sie auch geistig erfassen zu können. Wir sind eigentlich mit den Beobachtungen, die wir der Natur gegenüber gemacht haben, vorausgeeilt dem, was unser Denken leisten kann. Weil wir im Grunde immer noch operieren mit jenem Denken, das sich in der griechisch-lateinischen Zeit entwickelt hat, aber jetzt im Grunde zwar ja seine Blüte in gewisser Weise erreicht hat, aber völlig abgestorben ist. Das ist das Problem. Und da müssen wir komplett umdenken, wenn wir den nächsten Schritt machen. Wir sind also noch nicht in unserer Zeitepoche eigentlich mit unserem Denken, gerade mit unserem Denken, nicht angekommen. Oder erst bei der einen Hälfte Bewusstseinsseele an der äußeren Welt erblicken, aber die äußere Welt in Wahrheit nicht zu verstehen. Also
Äh, Was wir gelernt haben dabei, ist uns selbst auszuprobieren, uns selbst bis zu einem gewissen Grad kennenzulernen, zumindest, dass wir als ein Ich sind, das eigenständig denken kann. Das haben wir gelernt daran. Aber was wir an Theorien über die Natur haben, wird in nicht zu ferner Zukunft uns alles als ziemlich lächerlich erscheinen. Dass vieles davon funktioniert und dass es gerade das Tote beschreiben kann, äh, okay, aber das ist das Abgestorbene. Wir können mit diesem Denken wirklich nur das Gestorbene in der Natur erkennen, also das, was eigentlich nicht mehr Natur ist, sondern tote Natur geworden ist, absterbende Natur, das heißt, es den Weg in die Unternatur geht im Grunde. Das können wir erkennen, mehr nicht. Über die Natur selber wissen wir durch die Art des Denkens, die wir haben, noch verdammt wenig. Verdammt wenig. Ich meine, es gibt halt natürlich einzelne Menschen, die ein solches Denken entwickelt haben. Goethe zum Beispiel war so einer, und er hat's extrem gemieden, abstrakt eben über die Natur nachzudenken, sondern eben künstlerisch gestaltend. Sehr wohl zu denken und man hat dann ja von ihm auch gesagt, er habe eine anschauende Urteilskraft. Das heißt, für ihn war das Anschauen der Natur und das Denken über die Natur in gewisser Weise eines. Und gerade dadurch konnte er sich wirklich mit der Wirklichkeit der Natur verbinden. Was wir an Theorien entwickeln, das ist das, ich denke mir, es könnte so und so sein, nach dem, was ich gelernt habe, nach den Erfahrungen. Dort hat das auch funktioniert, probieren wir, ob wir es jetzt da auch anwenden können. Da drücke ich eigentlich der Natur etwas über, mit dem ich nur das Tote maximal in der Natur begreifen kann, und das auch nicht immer so ganz richtig. Also da wird sich einiges noch ändern. Und zwar relativ bald. Also wir stehen an der Schwelle dessen, dass sich da einiges ändern wird. Ja, aber dazu müssen wir jetzt den großen Schritt machen, wenn wir das erreichen wollen, eben sich an die Natur, da ist eine ganze Konzertagentur, macht nichts, müssen wir uns wirklich in diesem Traumes- oder Schlafzustand an die Natur verlieren können. Das ist das Wichtige. Und wenn wir zurückkommen zu etwas höherem Aufwachen, gerade dadurch. Heute wachen wir auf an der sinnlichen Außenseite der Dinge. Und da prallen wir im Wesentlichen zurück. Also das heißt, Wahrnehmung, Außenseite, und wir prallen zurück und ich denke mir jetzt etwas darüber. Aber was es wirklich ist, hab ich gar nicht wahrgenommen. Dazu muss ich hinein träumen, hinein schlafen. Und dann gehe ich alle Zustände durch. Aus dem abstrakten Verstandesdenken wird das Sinnesbild zunächst zur Imagination. Die Imagination fängt mir was zu sagen an, sie wird Inspiration, und dann schlafe ich ganz hinein in die Intuition. Ich bin dieses andere Wesen geistig geworden. Und das nehme ich zurück. Und stufenweise hält sich's wieder auf bis zum klaren Bewusstsein, bis zur klaren, bewussten, wachen Erkenntnis. Dann komme ich zur geistigen Seite, zur wirklichen geistigen Seite. Und dann gehe ich eine Verbindung zum Beispiel mit der Tierwelt eben ein, die zur Erlösung der Tierwelt beiträgt. Aber Paulus sagt es so gut, wie ich das gar nicht sagen kann, also lese ich euch das einmal vor, wie er das ausdrückt. Also, das beginnt schon mal sehr gut. Ich meine, also es ist Brief des Paulus an die Römer, 8. Kapitel. 8. Kapitel beginnend Vers 18. Ich meine, dass alle Schwierigkeiten und Leiden des gegenwärtigen Zeitalters belanglos sind gegenüber der Lichtgewalt der Geisteswelt, die sich uns offenbaren will. No, das ist schon mal
ein gewaltiger Satz. Ich meine, alle Schwierigkeiten und Leiden des gegenwärtigen Zeitalters. Und denken wir uns durch, welches Zeitalter war das, in dem Paulus lebte, welche Zeitalter waren dazwischen noch bis in unsere Gegenwart hinein. Alles das ist belanglos. Das ist ein starkes Wort. Rings um uns her wartet alle Kreatur mit großer Sehnsucht darauf, dass in der Menschheit die Söhne Gottes zu leuchten beginnen. Also, dass dieses geistige Licht in uns wirklich erwacht. Die Kreatur ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht um ihrer selbst willen, sondern um dessen Willen, der sie in die Vergänglichkeit mit hineingerissen hat. Und so ist in ihr alles von Zukunftssehnsucht erfüllt. Ja, wer ist es, um dessen Willen sie in diese Vergänglichkeit hineingerissen wurden? Wir. Um unseretwillen. Wir haben sie eigentlich in diese Vergänglichkeit hineingestürzt. Ja, wir selber sind auch vergängliche Wesen. Wir haben uns selber auch in diese Vergänglichkeit hineingestürzt, aber eben nicht nur uns selbst, sondern gleich alles das, was unsere heutige Natur geworden ist. Denn wenn das nicht passiert wäre, ist aber jetzt rein hypothetisch, weil es war natürlich auch notwendig, dass wir uns hier so entwickeln können, wie wir uns auch entwickeln sollen. Aber wir müssen wissen, dass wir alles damit in die Vergänglichkeit hineingerissen haben. Und dass es an uns liegt, mitzuarbeiten daran, dass diese Vergänglichkeit überwunden wird. Also die Kreatur ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht um ihrer selbst willen, sondern um dessetwillen, der sie in die Vergänglichkeit mit hineingerissen hat. Und so ist in ihr alles von Zukunftssehnsucht erfüllt. Denn auch durch die Kreaturreiche soll der Atem der Freiheit hindurchgehen. Die Tyrannei der Vergänglichkeit soll aufhören. Bitte, horcht euch dieses Wort an. Soll der Atem der Freiheit hindurchgehen. Also Erlösung, Befreiung der Kreatur draußen heißt, dass sie teilhaftig werden an der Freiheit, die wir uns als Menschen hier erobern auf der Erde. Und zwar eben in dem, dass wir uns als Menschheit insgesamt wieder mit dieser ganzen Natur verbinden, die wir zeitweise aus unserem Wesen herausgesetzt haben. Weil wir noch nicht stark genug waren, diese Kräfte in unserem Wesen zu bearbeiten, die die Tiere auf sich genommen haben. Und das muss uns bewusst sein, wir haben also dort all die starken, gewaltigen Kräfte abgelagert, mit denen wir heute noch nicht umgehen konnten in der Vergangenheit. Und wenn ich in den letzten Vorträgen schon gesprochen habe, es ist noch ein weiter Weg dazu, aber ein notwendiger Weg, unsere eigenen, namentlich astralischen Kräfte, die so im Untergrund bei uns walten, in den Griff zu bekommen. Sie ja nicht nur in den Griff zu bekommen, sondern sie schöpferisch zu erneuern, immer mehr. Und zu etwas anderem werden zu lassen, nämlich zu dem werden zu lassen, dass sie ein Produkt unserer Freiheit sind. Also da haben wir mit unserem eigenen Wesen noch genug zu tun. Und jetzt kann man sehen, aber in der Tierwelt sind noch stärkere Kräfte draußen. Und die müssen wir auch aufnehmen. Wenn wir die Natur erlösen wollen und wenn wir wirklich ganz das werden wollen, was uns, ja, wenn man will, vorherbestimmt ist oder ermöglicht worden ist. Sagen wir es besser so, vorherbestimmt wäre vielleicht falsch, was uns ermöglicht wurde. Das heißt, wo uns die Möglichkeit gegeben wurde, dieses Ziel zu erreichen. Eben freie Menschen. Menschen, die frei aus dem Geistigen schöpfen können und dadurch selbst also zu freien Schöpfern werden. Was die Hierarchien über uns nicht sind. Wie ich es auch schon öfters gesagt habe.
Der große Unterschied ist eben, dass im menschlichen Ich die Schöpfungsquelle selbst unmittelbar sprechen kann. Unmittelbar durch die Christuskraft, die in unserem Ich anwesend ist. Ich werde noch darauf eingehen, wie das so weit gekommen ist und was dazu notwendig war. Das müssen wir uns sicher noch zu Gemüte führen. Also die Kreaturreiche, die sollen den Atem der Freiheit auch aufnehmen können. Die Tyrannei der Vergänglichkeit soll aufhören. Im Hellwerden der Geistessphäre wird die Unfreiheit abgelöst von der Freiheit, die allen Gottessprossen zugedacht ist. Wir wissen, dass die gesamte Kreatur in den Wehen einer Neugeburt leidet und seufzt bis auf den heutigen Tag. Und diese Neugeburt wird durch den Menschen entstehen. Ja, nicht alleine. Wir haben Hilfe dabei und die Hilfe wird aber vermittelt dadurch, dass die Christuskraft in unserem Ich anwesend ist. Zu unserem, ja, Dienst, wenn man so will. Wir müssen den Entschluss fassen, etwas zu tun. Dann kann uns die Christuskraft stärken und helfen dabei, dass das, was wir aus unserem Willen heraus anstreben, auch verwirklichen können. Aber der Willensimpuls muss von uns kommen. Wir müssen wegkommen davon, also das Göttliche über uns zu sehen als etwas, das uns lenkt und leitet. Sondern wir sind dazu bestimmt, selbst die Leitung zu übernehmen. Die ganze Schöpfung ist darauf eingerichtet, dass wir die Leitung übernehmen hier, dass wir die Entscheidungen sozusagen treffen darüber, in welche Richtung es geht. In eine Richtung, die hinaufgeht oder in eine Richtung, die hinuntergeht. Die ganze Schöpfung ist dem unterworfen. Dem, was wir entscheiden. Das ist die Möglichkeit, die uns gegeben wurde. Das ist aber auch die Verantwortung, die wir damit haben. Mit jedem Schritt. Also wir brauchen uns für die Zukunft nimmer darauf ausreden, der liebe Gott wird's schon richten. Wir werden jegliche Unterstützung dabei haben, aber die Entscheidung, was geschehen wird, liegt an uns. Das ist ja eigentlich auch was Großartiges, dass uns das zugetraut wird. Also wir wissen, dass die gesamte Kreatur in den Wehen einer Neugeburt leidet und seufzt bis auf den heutigen Tag. Sie tut es nicht allein, sie tut es mit uns, die wir die Erstlingsgaben des neuen Geistes empfangen haben und doch schmerzvoll dem Geheimnis der Sohnschaft entgegenharren, die für uns bis in unsere Leiblichkeit hinein die Erlösung mit sich bringen wird. Das heißt, indem wir in uns, durch unser Ich, die Christuskraft immer reger machen. Aber die Christuskraft, die durch unser Ich wirkt. Und dieser Weg hat also, ja, natürlich begonnen auf den früheren Inkarnationen unserer Erde schon als Vorbereitung, aber so ganz konkret hat es begonnen während unserer Erdentwicklung. Und sollte man jetzt einmal vielleicht einen Blick darauf werfen, wie sind wir denn überhaupt zu unserem Ich gekommen? Nämlich auf den vorangegangenen kosmischen Entwicklungsstufen unserer Erde hatten wir es noch nicht. Es gab dieses Ich als unser Ich, jedenfalls noch nicht. Um kurz daran zu erinnern, die erste kosmische Entwicklungsstufe unserer Erde nennt Rudolf Steiner den alten Saturn. Da wurde eigentlich nur der physische Leib des Menschen vorbereitet. Als reiner Wärmekörper, wenn man so will.
ja, sogar zunächst gar nicht einmal als etwas Räumliches, sondern nur als etwas im weitesten Sinn zeitlich zu fassen. Das ist also sehr, sehr schwer vorstellbar, wie das ist. Aber jedenfalls dort wurde die erste Anlage unseres physischen Leibes geschaffen und das ging halt dann so weiter. Auf der sogenannten alten Sonne, dem nächsten Stufe, kam der Ätherleib dazu und zugleich wurde der physische Leib zum Wärmeluftleib und da kommt dann auch das Licht dazu und alles Mögliche. Dann geht's weiter auf dem alten Mond, das wässrige Element und der Klangäther. Und jetzt auf der Erde, ja, und was kommt noch dazu? Auf dem alten Mond, das Wichtige ist der Astralleib. Also diese astralischen Kräfte, die auch in der tierischen Natur walten, die aber eigentlich die Kräfte sind, ja, die in Wahrheit, ja, die Weisheit des Kosmos ausmachen. Zwar geschaffen durch den Geist, aber realisiert wird es als erstes als die Ordnung, die in der Seelenwelt herrscht. Das erste Kapitel der Genesis schildert genau das. Ich hatte das auch schon öfter erwähnt, dass das erste Kapitel noch überhaupt nichts damit zu tun hat mit dem, was äußerlich, sinnlich, physisch erscheint. Also dort, wenn von den Pflanzen und den Tieren und so weiter die Rede ist, ja selbst vom Menschen noch, ist damit nicht seine physische, nicht einmal seine ätherische Gestalt gemeint, sondern seine seelische Gestalt. Also das heißt, es wird dort geschildert, die Erschaffung des geordneten Seelenkosmos. Und dieser seelische Kosmos ist eine weisheitsvolle Welt. Die wurde vorbereitet schon auf dem alten Mond, also der vorhergehenden Stufe unserer Erde, warum Rudolf Steiner diesen alten Mond auch den Kosmos der Weisheit nennt. Diese Weisheit gab's vorher noch gar nicht, die war noch nicht schöpferisch verwirklicht, sondern die wurde erst auf dem alten Mond Schritt für Schritt verwirklicht, so dass sie am Ende in ihrer reifsten Form da war und jetzt mit der Erdenschöpfung kommt das einmal heraus. Und daher kann man sagen, die Weltenastralität ist der Ausdruck dieser Weisheit. Das heißt, die gesamte kosmische Ordnung, die wir haben, der liegt zugrunde diese Astralwelt, diese astralische Ordnung, die ist es. Und das irdische Leben ist dadurch entstanden, dass etwas von dieser kosmischen Ordnung hereingeholt wurde, mit den Ätherkräften sich verbunden hat. Wir wissen schon aus den letzten Vorträgen, dass die unteren Bereiche der Astralwelt identisch eigentlich sind mit den oberen Bereichen der Ätherwelt. Da ist also der Übergang, da sieht man die beiden Seiten. Aber diese Ätherkräfte haben die Aufgabe, jetzt bis ins Physische hinein gestaltend zu wirken und auch dem Physischen diese weisheitsvolle Form einzuprägen. Und das ist auch passiert. Das ist genau das, was man in der Evolution auch wirklich verfolgen kann. Wenn man es nur als künstlerischen Prozess betrachten, dann sieht man, wie hier immer mehr Weisheit sich ja bis ins Physische hinein abbildet und wirksam wird, tätig abbildet. Und das ist alles andere als reine Zufallsprozesse. Aber es ist auch alles andere als eine Ausführung nach einem fixfertigen Plan, sondern es ist ein künstlerischer Gestaltungsprozess, wo Werk auf Werk folgt und der Künstler, sich in gewisser Weise dabei immer weiterentwickelt und immer höhere Formen hervorbringt. So läuft es nämlich, so entwickelt sich auch das Geistige weiter. Und das muss man denken, da wirken aber zunächst einmal die ganzen Hierarchien auch mit und die entwickeln sich weiter dabei. Indem sie das tun, indem sie das verwirklichen. Und jetzt sollen wir anfangen, da mitzuarbeiten, indem wir dieses Werk vollenden. Es ist nämlich noch nicht fertig. Die Natur ist unfertig. In den fertigen Zustand müssen wir sie bringen. Da stehen wir drinnen jetzt. Wirklich die ganze Natur da. Ich meine, man muss jetzt die große Frage stellen, weil zu der ganzen Natur gehört der ganze Kosmos mit dazu. Ich will jetzt die Frage gar nicht beantworten, aber wir müssen weit über unsere Erdensphäre hinausschauen, weil all das gehört dazu.
gehört mit dazu und die Erde könnte es nicht so geben, wenn es nicht den ganzen Kosmos mit den, weiß ich nicht, Billiarden von Sternen dazu gäbe. Alles das ist notwendig dazu. Also, ich meine, das sind Dinge, die auch geisteswissenschaftlich, anthroposophisch noch gar nicht erfasst sind, wirklich. In ihrer vollen Tiefe. Weil man muss denken, es geht mit um die Verwandlung dieses Ganzen da draußen. Und da sind alle diese Sterne oder die meisten dieser Sterne, ja, die Sterne alle, egal ob sie jetzt Planeten haben oder nicht, alle sind mit zumindest geistigen Wesen bevölkert. Ob dort auch physische Wesen irgendwo herumlaufen, ist ein anderes Kapitel, aber alle diese Wesen sind mitbeteiligt daran. Und wir hängen mit all dem zusammen. Also durch das, was wir hier tun, an diesem Fleckerl Erde, den wir für so ausgezeichnet halten, an dem hängt der ganze Kosmos mit dran. Und wir haben jedenfalls mit die Aufgabe, da an dem allen mitzuwirken. Also es ist ja riesengroß, was da dran hängt. Und viel mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Das wird die Zukunft weisen, dass wir uns mit diesen Dingen weiter verbinden. Aber ich kann euch prophezeien, dass wir selbst noch in der Zeit, der kurzen Zeit, die uns bleibt, dass wir physisch verkörpert sind auf Erden. Wir haben ja schon öfter davon gesprochen, dass das im 6., 7., 8. Jahrtausend bereits für viele Menschen aufhören wird, dass wir uns inkarnieren auf Erden. Das ist entwicklungsgeschichtlich ein unheimlich kurzer Zeitraum. Und da wird es also gewaltige Veränderungen noch geben. Und unser Horizont wird sich noch gewaltig weiten müssen. Ich meine, es war ein großer Schritt davon, ein großer, wichtiger Schritt, dass wir überwunden haben, das geozentrische Weltbild, das seine Vorteile hat, das aber eine sehr enge Perspektive noch hatte und unsere Erde in den Mittelpunkt gestellt hat. Es ist ein nächster Schritt, dann ist die Sonne halt in den Mittelpunkt gerückt. Ja, aber auch die Sonne ist ein Stern, irgendwo da draußen. Wir müssen sehen, dass der Mittelpunkt überall ist. Und dass wir uns mit allen diesen Mittelpunkten, die möglich sind, verbinden müssen. Ich meine, wir tun's im Leben nach dem Tod. Wenn wir da durchgehen, verbinden wir uns. Irgendwo sagt Rudolf Steiner, ja, man sagt ja auch häufig so, jeder Mensch hat seinen Stern. Rudolf Steiner sagt sehr deutlich, ja, jeder Mensch hat eigentlich eine ganze Sternenregion und jeder eine andere. Die mögen sich überlappen sogar teilweise, aber das hängt bereits damit zusammen, dass wir eine Aufgabe dort haben. Und wir müssen also bei unserer Aufgabe auch dazu sehen, es spielt also nicht nur das Erdenleben eine Rolle, also wo wir inkarniert sind auf Erden, sondern eine andere Seite der Aufgabe ist die wir vollbringen nach dem Tod, und die ist sehr wichtig. Ich meine, dass wir einer bestimmten Sternregion dann zeitweise zumindest angehören, heißt nicht nur, dass wir dort irgendwie durchmarschieren, sondern dass wir dort eine Aufgabe auch zu vollbringen haben. Ich meine, im Detail gibt's dazu keine Angaben von Rudolf Steiner oder so, aber da wird noch viel zu entdecken sein. Und Anthroposophie heißt, sie muss sich ja auch entwickeln und muss mehr und mehr von diesen Dingen entdecken. Das heißt, wir werden bewusster mit der Zeit auch das Leben nach dem Tod durchschreiten, immer wacher durchschreiten. Also wenn man gerade in die Sternenregionen hineingeht, das ist schon ein sehr hoher Bereich. Und so wie wir heute sind, naja, sind wir noch ziemlich bewusstlos, wenn wir in diese Regionen kommen. Ich meine, unser Bewusstsein schwindet schon, ja, meistens schon früher, bevor wir auch überhaupt unser Planetensystem sozusagen geistig verlassen, uns davon trennen und in die größere Dimension eintauchen. Dann dösen wir mal vor uns hin. Aber wir werden so weit kommen oder sollten so weit kommen, dass wir letztlich bewusst bis über das sichtbare Universum hinauskommen, dorthin eben, wo unser Ich wirklich herstammt, nämlich aus dem Bereich jenseits von Raum und Zeit.
was die mittelalterlichen Leute früher als den Kristallhimmel bezeichnet haben. Und man darf sich nicht vorstellen, dass das so primitiv gemeint war, wie wir es heute sagen, dass man sich denkt, naja, sie dachten sich halt, da ist irgendeine Art Kristallkugel, an der picken die Sterne. Das ist so das Bild, das gern kolportiert wird. Aber das ist das Bild, was wir heute glauben, dass die Menschen damals sich gedacht haben. Sie haben nur eines erkannt: die besondere Qualität unserer Ich-Kraft hängt insofern mit dieser Kristallsphäre zusammen, weil von dort die Kräfte kommen, die auch unsere Mineralien, unsere Kristalle gestalten. Und unser Ich hat die Qualität, da drin gestaltend zu wirken. Es sind sozusagen es ist verwandt mit den Kräften, die auch die Kristalle, die Minerale, das Härteste gestalten können. Und das kann eigentlich nur eine Kraft, die jenseits des sichtbaren Universums wirkt, die also außerhalb von Raum und Zeit kommt. Und die damit aber geistig alles das, was darunter ist, umfasst und umschließt und im Bewusstsein letztlich trägt. Ja, die Gottheit tut es. Und etwas von dieser Kraft liegt in unserem Ich. Wir werden nicht alles davon in unser Bewusstsein heben können. Jedenfalls nicht während der Erdentwicklung. Es wird noch dauern. Aber wir sind auf dem Wege dorthin. Also, das ist das ganz, ganz Wichtige. Ich meine, dass wir auch schmerzvoll dem Geheimnis der Sohnschaft entgegenharren. Das ist eben der Sohn, ja, der Sohn Gottes zu werden. Sohn Gottes zu werden, das heißt also wirklich mit der Christuskraft uns vollkommen zu vereinigen. Eins zu werden damit. Aber jeder Mensch auf individuelle Weise. Das ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Aber man sieht vielleicht daran, was uns zugetraut wird, in Wahrheit, wenn man diese Schriften ernst nimmt, die aber aus wirklichen geistigen Erfahrungen heraus erlebt wurden, die nur, das muss man auch dazu sagen, durch die christliche Theologie schrittweise bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurden. Durch die Interpretationen, die man mit dem Verstand daran geknüpft hat, und ich sag's noch deutlicher, mit dem Verstand, der dazu benutzt wurde, um eigene Standpunkte, um eigene auch Machtinteressen durchzusetzen. Und damit entschieden hat auch über theologische Fragen, über die Auslegung von solchen Sachen. Ich meine, es ist einfach so, der Verstand, wie wir ihn heute haben, dient nur dazu, die eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist seine wirkliche Quelle. Also es ist nicht seine Quelle, aber es ist das, wozu er geworden ist. Die Quelle war eine andere. Sie kam aus dem alten Hellsehen, sie kam aus dem geistigen Wahrnehmen, ist aber zu einem Werkzeug geworden, mit logischen Argumenten den eigenen Standpunkt durchzusetzen und den anderen, ja, geistig in Wahrheit zu durchbohren. Das ist im Grund auch der wahre Hintergrund der Geschichte mit Kain und Abel. Das steckt dahinter. Da geht's nicht um einen äußeren Mord so ganz einfach. Das ist das sinnliche Bild dazu. Aber es geht darum, dass wir eigentlich, wenn wir jemand anderen erkennen wollen mit den Verstandeskräften, wenn wir aber auch genauso die Natur erkennen wollen, dann töten wir sie eigentlich geistig. Das steckt dahinter. Und über das müsste man halt langsam hinwegkommen. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Also, das heißt, es geht um nichts weniger als von diesem tötenden Verstand, den umzuwandeln zu einem lebendig gestaltenden Denken. Darum geht's. Und wie gesagt, der erste Schritt dazu ist, wirklich zu denken. Aktuell im Moment zu denken und alles dabei aber abzustreifen, das ist das Schwierige, was wir gelernt haben an fertigen Begriffen. Sondern mit völliger Unbefangenheit
an das heranzugehen, von mir aus an der sinnlichen Welt, was ich dort erlebe. Und ganz bewusst alles, was ich gelernt habe, alles, was ich weiß, wegzulegen. Mich sozusagen mit vollem wachen Bewusstsein in jenes Stadium versetzen, das man als ganz kleines Kind hat, bevor das Denken noch erwacht ist überhaupt. Ich meine, der Moment, wo das Kind zu sich Ich sagt, ist eigentlich der Moment, wo der Verstand zu erwachen beginnt und das Töten anfängt. Dann ist die Unschuld des Kindes vorbei. In gewisser Weise. Dann sind wir auf dem Weg des Kein. Müssen wir sein. Also es ist jetzt gar keine moralische Abwertung, aber es geht nur darum, sich dessen bewusst zu werden. Wir müssen auf diesem Weg sein. Ich meine, die Menschen, die tätig die Erde verwandeln, sind die Kains-Söhne. Also das, wenn wir Abeliten allein geblieben wären, dann wird man brav in der geistigen Welt schweben, aber wir würden nicht zur Freiheit kommen, wir würden nicht die Welt verwandeln können als freie Menschen. Wir müssen dorthin kommen. Und daher ist es auch ganz wichtig, dass das Kind in das hineinkommt. Aber wir müssen auch sehen, was das eigentlich für ein Prozess ist. Geistig gesehen werden wir ab dem Zeitpunkt zum Mörder. Weil wir wirklich dadurch Seelisches in der Welt zerstören und vernichten. Da geht es also zunächst um Seelisches, es geht nicht um den äußeren Mord. Aber es geht darum, dass ein Mord im Seelischen stattfindet. Und das sind die Kräfte, ich habe ja in den letzten Vorträgen auch schon gesprochen über die seelische Dunkelheit, in die die Erde gehüllt ist, das ist das Ergebnis davon. Dass die Menschheit jetzt schon sehr lang diese Art praktiziert hat, eben seit Kain und Abel, da fängt's an. Da war es natürlich lange noch nicht unser Verstand, wie wir ihn heute haben, aber dort beginnt es. Dort beginnt es. Also ganz am Anfang, wie wir die Erde betreten, da fängt's an, dieser Prozess. Aber jetzt ist es Zeit, den Prozess umzukehren. Jetzt geht es darum, Seelisches nicht zu vernichten, das heißt in etwas Negatives, Zerstörtes, weil das dunkle Seelische ist eigentlich ein zerstörtes Seelisches, in Wahrheit. Das aus seiner weisheitsvollen Ordnung, die es eigentlich hat und die es vom alten Mond herübergenommen hat, wo das stufenweise zerstört wird. Darin waren wir großartig bis jetzt. Und wir brauchten es, um zu uns selbst zu kommen, uns, abzuschirmen von der geistigen Welt über uns, um frei zu werden. Aber jetzt heißt's aufhellen. Und aufhellen heißt, lebendiges Denken zu entwickeln, Seelisches nicht mehr zu töten, sondern neu zu schaffen. Das heißt, die Schlacke auflösen und neues Seelisches erschaffen. Das wird sehr ähnlich vielleicht sein dem Seelischen, das da war, aber es ist trotzdem eine neue Schöpfung. Und weil es geht nicht darum, dass wir uns jetzt überlegen, ja, wie wird denn das jetzt alles ganz anders werden, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es wird vieles sehr ähnlich sein. Aber es ist eben so wie beim Künstler, der sich weiterentwickelt. Das neue Werk ist trotzdem ein Neubeginn. Er hat sich entwickelt. Und er bringt etwas Neues hervor. Selbst wenn es ähnlich ist, es ist nicht das alte Bild, sondern es ist ein neues Bild geworden. Und in die Richtung geht's. Ich meine, wir nähern uns ja, sehr langsam, aber doch dem letzten Kapiteln der Apokalypse. Und da geht's jetzt halt darum, Klartext zu reden, wohin die Reise geht. Wohin die Reise gehen kann, wenn wir es wollen. Ja, jetzt sollte man vielleicht ein bisschen noch überlegen, was können wir wirklich praktisch dazu tun. Jetzt ist einmal so ein bisschen der Rahmen abgesteckt, was wir tun können dabei. Und
es geht ja darum, wie ihr auch jetzt aus den Worten schon entnehmen könnt und wie ich es auch in den letzten Vorträgen schon gesagt habe, vor allem einmal um diese Verwandlung unserer Seelenwelt. Dass wir also durch unsere geistige Seelenwelt, durch unsere geistige Tätigkeit diese Seelenwelt erstens immer bewusster kennenlernen, immer bewusster ergreifen lernen, lenken lernen, aber sie letztlich erneuern, schöpferisch erneuern. Das ist der Übergang in der Bewusstseinsseele, wo wir aus dem seelisch-astralischen beginnen, das Geist selbst zu erschaffen. Und das ist mit die große Aufgabe unseres Bewusstseinsseelenzeitalters. Das Bewusstseinsseelenzeitalter hat zwei sehr unterschiedliche Gesichter, die aber notwendig zusammengehören. Das eine ist das Erwachen an der sinnlichen Außenwelt. Die ist damit verbunden, alles, was nur geht, abtöten. Da ist das, bitte? England. Ja, das ist die englische Aufgabe, wenn man so will, die angelsächsische Aufgabe. Die ist ganz groß, damit will ich nicht sagen, dass es dort nicht geistig strebende Menschen gibt. Also, das heißt ja nicht, dass man, wenn man sich dieser Aufgabe verschreibt, dass man deswegen geistlos sein muss. Also man kann sehr wohl sehr geistvoll und wirklich geistvoll sein und auch das andere in sich entwickeln. Aber es ist dort eine bestimmte Qualität drinnen, eine seelische Qualität drinnen, wirklich sehr scharf dafür zu sorgen, dass man nicht falsches, seelisch-geistiges hineinträumt in das Naturgeschehen. Weil das ist der größte Hemmschuh, den wir heute haben. Das ist der größte Hemmschuh fürs Verständnis des Geistigen. Weil es ist so viel voll an Büchern. Ja, die sind schön zu lesen, sie sind vielfach erhebend, weil man spürt, ach, mit welchem religiösen, geistigen Gefühl der Mensch eigentlich, obwohl er Naturforscher ist, da drinnen lebt. Aber er träumt etwas Falsches hinein. Etwas, was die Erkenntnis des Geistigen komplett abschneidet. In Wahrheit komplett abschneidet. Am wenigsten schneidet's nämlich die ab, die bis dorthin kommen, wo sie wirklich nur mehr ganz beim Toten stehen am Ende. Dort ist der Durchstoßpunkt von der anderen Seite zum Geistigen. Bevor wir dort nicht hinkommen, ist es so, wie wenn ich das Tunnel da wieder zustopfen wollte und dass ich ja nicht durchkomme. Und das muss weg und das ist eine große, große Aufgabe und für die müssen wir wirklich dankbar sein. Und daran können wir lernen. Ich meine, es gibt also einen sehr interessanten Anthroposophen, Künstler und Anthroposophen, er lebt nicht mehr, der Karl Balmer, von dem manche vielleicht schon gehört haben. Und der hat ein sehr interessantes Buch, ich muss es gleich hervorholen aus der Bibliothek, es steht da. Und der ein wirklich tiefes Verständnis auch für Rudolf Steiner gefunden hat und den als ganz gewaltige Persönlichkeit erlebt hat. Und er hat ein ganz interessantes Buch geschrieben und das steht Die Überwindung des Theismus als Gegenwartsaufgabe. Das ist einmal der Titel. Also das heißt die Überwindung einer Geisteshaltung, die im Grunde überall dort, wo es in Wahrheit nicht weiter weiß, in der Naturforschung Gott sucht immer drin. Der hat's halt gemacht. Und ich lese euch jetzt so einen kleinen Ausschnitt aus seinem Buch vor. Heute wird einiges gelesen, aber es sollten ja mal andere Leute auch zu Wort kommen als ich. Und er spricht das als Anthroposoph aus, und zwar in folgender Weise. Man macht es sich heute in der Beurteilung der Anthroposophie bequem. Weil Steiner nicht polemisch gegen den Theismus aufgetreten ist, weil er seine Weltanschauung als Theosophie dargestellt hat, wähnt man, es mit einem Versuche der Konservierung des theistischen Weltbildes zu tun zu haben. Eine oft genug herausfordernd mangelhafte Sachkenntnis der Beurteiler Steiners dient der Stützung dieses Wahnes. Und doch wird eine nicht so ferne Zukunft begreifen lernen,
dass mit dem Auftreten der Anthroposophie die Liquidierung des Theismus in die Endphase eingetreten ist. Bumm, bumm. Das ist eine starke Äußerung. Das ist eine starke Äußerung, aber sie trifft den Kern der Sache. Sie trifft den Kern der Sache. Um zu einer wirklich freien geistigen Erkenntnis zu kommen, der geistigen Wirklichkeit zu kommen, muss man auf der anderen Seite bis zum ganz Toten kommen, runter. Ohne das zunächst einmal zu vermischen. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Also das heißt, es geht darum, wirklich an diesen Nullpunkt zu geraten. An den Nullpunkt zu kommen. Weil nur dort, wo man an diesen Nullpunkt kommt, kann sich das abspielen, was wirklich, ja, Schaffen aus dem Nichts heraus ist. Und um das kommen wir nicht herum. Also unser Ich, wenn es ein freies Ich sein soll, muss genau an diesen Punkt kommen. Also dann fragen wir uns jetzt einmal, wo kommt dieses Ich her? Habe ja schon kurz angefangen, habe aber die Geschichte nicht fertig erzählt. Also knüpfen wir wieder irgendwo dort an, wo kommt unser Ich her? Also wir wissen jetzt bereits, auf dem alten Saturn hat der Mensch die erste Anlage des physischen Leibes bekommen. Das ist dann immer mehr ausgebaut worden bis zu unserer Erdentwicklung. Auf der alten Sonne den Ätherleib, auf dem alten Mond den Astralleib. Und jetzt offensichtlich während der Erdentwicklung kommt das Ich dazu. Wie kommt es dazu? Ja, da muss man sich schon mal anschauen, das erste Kapitel der Genesis, da kann man schon mal viel lernen. Erstens steht dort, die Elohim schufen den Himmel und die Erde. Es ist eine Gemeinschaft geistiger Wesen, die Elohim genannt werden. Elohim ist der hebräische Ausdruck für die Wesenheiten, die Rudolf Steiner nennt, die Geister der Form. Und diese Geister der Form haben, welche Kraft? Ja, Formen bis ins Physische hineinzubilden. Und zwar wirklich bis ins feste Physische hineinzubilden. Natürlich wirken durch die Elohim auch höhere geistige Wesenheiten, denn sie sind durchaus, obwohl es jetzt gern in der Bibel dann mit Gott schuf den Himmel und die Erde übersetzt wird, ja, dann muss man unter Gott verstehen, aber die ganzen Hierarchien, die da drüber sind, bis zur höchsten schöpferischen Quelle. Und als unterstes halt dann die Elohim selbst, die aber eine Mehrzahl von Elohim sind. Oder Steiner spricht ja immer von 7 Elohim, die es gibt. Es ist also eine Gemeinschaft geistiger Wesen und nur diese Gemeinschaft war fähig, diesen Erdenkosmos zu schaffen. Das ist also einmal das Erste. Die nächste Sache ist die, wodurch wurden sie fähig, diesen Erdenkosmos so zu schaffen, dass als letztes Ergebnis der Mensch mit einem freien Ich herauskommen kann. Sowas gab's bislang noch nicht. Haben alle anderen geistigen Wesenheiten über uns nicht. Sie haben alle ein Ich, aber kein Ich, das die volle Freiheit hat. Was wirkt durch die Elohim, damit sie überhaupt die Schöpfung so richtig beginnen können, nämlich mit dem Wort, es werde Licht und es ward Licht. Und genauer heißt, die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Das ist das erste Mal, dass sie sprechen. Sie sprechen deswegen, das muss man sehr, sehr tief nehmen, weil durch sie das göttliche Wort wirkt, der Christus nämlich. Das heißt, die Gemeinschaft der Elohim ist fähig, die Erdenschöpfung wirklich anzugehen, dadurch erst, dass der Christus durch diese Gemeinschaft der 7 Elohim tätig wird.
alles, was vorher ist, ist ja vorher schon was geschildert. Also die Scheidung von Himmel und Erde und so war ja da schon vollzogen und dann Finsternis über der Erde und der Geist der Elohim, Ruach Elohim Merachefet Alpine Hamayim, also der Geist der Elohim schwebte über der Tiefe. Im Übrigen Ruach ist im Hebräischen ja verwandt mit Rauch, mit Atem, wenn man so will. Aber es ist auch verwandt mit der Verstandestätigkeit. Also was man zum Beispiel wir als Anthroposophen jetzt im anthroposophischen Zusammenhang als die Verstandesseele bezeichnen würde, das entspricht Ruach. Die menschliche Verstandesseele würde man auch als Ruach bezeichnen. Das heißt, es geht um die göttliche Verstandeskraft, die da zunächst über den Wassern schwebt. Die allein reicht aber nicht, um die Erdenschöpfung hervorzubringen. Ruach Elohim, der über der Tiefe schwebt, reicht nicht aus, um die Erdenschöpfung zu vollbringen. Sie können nichts anderes machen als die Weisheit, die in der Vergangenheit auf dem alten Mond geschaffen wurde, wieder in eine äußere Erscheinung zu bringen, weil nach dem alten Mond verschwindet ja der Mond aus der äußeren sinnlichen Erscheinung, aber auch aus der seelischen Erscheinung, zieht sich ganz ins Geistige zurück, das heißt, es ist nichts mehr da und dann entsteht ein neuer Kosmos. Und der beginnt wieder so, dass es aus dem Geistigen kommt, mal eine geistige Form annimmt und dann seelisch wird, das schildert das erste Kapitel, eben diesen Seelenkosmos, der entsteht. Ja, das alles aus der Vergangenheit können sie herausholen. Und sie würden im Grunde, wenn es nur dabei bliebe, stehen bleiben, dort eine Wiederholung des alten Mondes zu machen. Mehr würde nicht herauskommen. Das wäre das Maximum, was erreichbar würde. Dass der entscheidende neue Impuls hereinkommt, eben mit dem Wort, und die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht, womit eben ein geistiges Licht gemeint ist, und zwar ein geistiges Licht, also höchster Güte, nämlich diese Christuskraft, die hereinkommt. Die ist mit diesem Moment erst gegeben. Und diese Christuskraft wirkt jetzt, ja, vorbereitend, aber in ähnlicher Weise, wie es später bei Menschen vorgesehen ist. Das ist halt die erste Stufe, wo die Christuskraft, also durch die Iche auch dieser Elohim zu wirken beginnt. Und jetzt muss man sehen, dass diese Elohim, diese 7 Elohim, sehr erhabene Wesenheiten sind, stehen also noch über den ganzen Engeln drüber. Also Engel, da gibt's Engel, Erzengel, Urengel sogar. Und darüber stehen erst die Elohim, sind also schon ziemlich hochentwickelte Wesenheiten. Sind Wesenheiten, die ihren Ursprung, ich kann jetzt nicht sagen vor dem alten Saturn haben, abseits, ich sage immer gern abseits, weil mit dem Saturn die Zeitrechnung, also oder der Zeitbegriff, den wir in sinnvoller Weise verwenden können, dort seinen Anfang erst genommen hat. Also kann ich nicht einfach das sagen davor, ich sag lieber abseits davon. Aber sie hatten dass sie nämlich geistige Wesenheiten geworden sind, also das heißt ein Ich bekommen haben, war schon abseits dieses alten Saturn. Sie sind also als Ich-Wesen bereits, also das heißt als Wesen, die vergleichbar sind uns Menschen, waren sie schon abseits des alten Saturns. Sie waren also, man könnte sagen, Menschen abseits des alten Saturns. Und diese Fähigkeit haben sie mitgebracht. Und in diese Fähigkeit und in diese Ich-Kraft, die diese Elohim haben, die verbindet sich jetzt während der Erdenschöpfung mit dem Christus-Ich, mit der Christuskraft. Das ist das ganz Wesentliche. Und jetzt muss man dazu sagen, dass die Elohim, weil dazwischen ja jetzt schon einige Stufen passiert sind, nämlich der alte Saturn, die alte Sonne und der alte Mond,
dass sich dabei ihr ganzes Wesensgefüge sehr stark verändert hat. Etwa wir als Menschen, was haben wir? Wir haben einen physischen Leib, wir haben einen Ätherleib, wir haben einen Astralleib und dann unser Ich. Und wenn wir jetzt fleißig aus unserem Ich heraus arbeiten, dann fangen wir an, das Astralische schöpferisch zu erneuern und machen daraus Geist selbst. Im Anfang dieser Tätigkeit sind wir jetzt. Naja, die Elohim, kann man sich denken, haben schon eine viel längere Entwicklung hinter sich, die haben schon eine ganze Menge mehr getan. Also das heißt, sie haben bereits auch nicht nur das Geist selbst entwickelt, sie haben Lebensgeist entwickelt, sie haben das entwickelt, was man bei uns als Geistesmensch bezeichnen würde, und es gibt noch einiges darüber. Aber abgestreift haben sie komplett alles das, was bei uns Astralleib ist, was Ätherleib ist und was physischer Leib ist. Weil sie das alles als äußeres Geschaffenes nicht mehr brauchen, weil sie ja vollkommen über die Schöpferkraft verfügen, das aus dem Nichts heraus zu schaffen. Ja, auf dem Weg sind wir auch, nur das liegt halt in einer fernen Zukunft noch. Also das heißt, sie sind dadurch eben auch im wahren Sinn, daher ist der Titel Götter für die Elohim durchaus berechtigt auch, aber halt eben in der Mehrzahl gesprochen, eben nicht das höchste Göttliche, aber sie sind Götter in dem Sinn, dass sie aus dem Nichts heraus Astralisches, Ätherisches und Physisches schaffen können. Sie haben also keinen Astralleib mehr, keinen Ätherleib, keinen physischen Leib, aber sie haben ein Ich. Aber das Ich ist bei ihnen das Unterste und Äußerste. Also so wie bei uns der physische Leib das unterste Wesensglied ist, könnte man sagen, ist es so unvorstellbar, uns das erscheinen mag, bei den Elohim ihre Ich-Kraft. Ihre Ich-Kraft ist das, was man könnte sagen, äußerlich von ihnen erscheint. Das ist das Erste, dem man begegnet, ist ihre Ich-Kraft. Und dahinter steht noch viel Höheres. Und jetzt ist ja geschildert in der Bibel dann, also letztlich, dass sie den Entschluss fassen, den Menschen nach ihrem Bilde zu schaffen, nach ihrem gemeinsamen Bilde, müsste man sagen. Also nicht nach dem Bild des einen Elohim oder des anderen, das würde alles nur einen unvollkommenen Menschen ergeben, sondern nach ihrem gemeinsamen Bilde. Und dieser Schöpfungsakt vollendet sich damit, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern. Damit steigen sie noch um eine Stufe höher natürlich, in Wahrheit. Und diese Ich-Kraft, die sie hinopfern, und zwar ihre gemeinsam hingeopferte Ich-Kraft, das ist der Funke, aus dem das menschliche Ich entsteht. Jetzt muss man aber wissen, die Ich-Kraft als solche ist reine Tätigkeit. Sie hat nicht einen Inhalt, dass ich jetzt sagen kann, ja, was ist denn da alles drinnen in dem Ich? Sie ist die reine, pure Kraft, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Was wir also nicht mitnehmen, ist alles das, was die Elohim an Schaffenskraft sozusagen schon entwickelt haben. Das nehmen wir nicht mit. Sondern nur die pure Möglichkeit, aus dem Nichts heraus etwas zu schaffen. Was auch immer. Nein, nicht was auch immer. Als erstes uns selbst zu schaffen. Das ist nämlich die Kerntätigkeit der Ich-Kraft, sich selbst zu erschaffen. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon eine noch höhere Fähigkeit. Also wenn ich zum Beispiel Astralisches aus dem Nichts schaffen kann, dann ist es zwar das Ich notwendig dazu, aber dann hängt es damit zusammen, dass ich Geist selbst entwickelt haben muss. Das bedingt einander. Also die Kraft, wirklich Seelisches, Astralisches zu schaffen, dazu muss mein Ich so weit entwickelt sein, dass es Geist selbst entwickelt hat.
Und das lernen wir daran, dass wir halt unsere unteren Wesensglieder verwandeln. An dem lernen wir es. Das heißt, wir lernen dadurch, dass das Ich an unserem Astralleib arbeitet, lernen wir zuletzt einmal, wie es ist, Astralisches, Seelisches aus dem Nichts herauszuschaffen. Es fängt damit an, dass wir es beherrschen lernen, einfach ein bisschen umgehen damit und dass es nicht ungezügelt für sich etwas tut, sondern dass wir es beherrschen lernen, aber das ist nur der erste Anfang. Das Ziel ist, dass wir es aus dem Nichts heraus schaffen können. In dem Moment, wo wir das ein Zipferl wo können, haben wir ein bisschen was vom Geist selbst entwickelt. Also das Wesensglied, das über dem Ich noch steht. Also das heißt, die Elohim haben uns nichts anderes geschaffen als die Kraft, die Möglichkeit, das, was da drunter ist, was uns durch die Elohim aber auch verliehen wurde und durch die geistige Welt überhaupt verliehen wurde, also Astralleib, Ätherleib, physischer Leib letztlich, dass wir anfangen können, das schöpferisch zu verwandeln. Und in dem Maße, in dem wir das tun, geschieht das. Allerdings ist dazu jetzt noch was anderes notwendig. Wir haben davon gesprochen, dass diese Ich-Kraft, man darf sich das Ich ja, ich meine, man stellt es gerne als Punkt irgendwo da, weil wenn man zunächst einmal nichts fassen davon, als dass wir es haben, daher stellt man sich als Punkt vor, aber das ist ja nicht die Spiegelung, die wir in unserem Bewusstsein haben, das sagt, ja, ich bin's. Aber in Wirklichkeit ist das Ich ja eine Kraft, die von jenseits dessen kommt, was die räumlich-zeitliche Welt ist. Also von jenseits des Kristallhimmels. Von dort kommt diese Kraft. Es ist also höchste schöpferische Kraft. Und dieses Ich, der Elohim, hat genau diese Kraft, dass es nämlich, und das betrifft in der Form wirklich das menschliche Ich jetzt ganz besonders. Wie das beim Ich der anderen Wesenheiten ausschaut, ist jetzt nur eine andere Frage. Aber die Elohim in dem Moment, nämlich wo der Christus durch sie zu wirken beginnt, mit dem Wort, die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. In dem Moment verbindet sich der Christus mit dem Ich dieser Elohim. Und dieser Impuls ist drinnen. Er bleibt zunächst noch in der Sphäre der Elohim, wenn diese Elohim, diese Ich-Kraft hinopfern, damit das Menschen-Ich entstehen kann. Aber es ist von Haus aus eine Beziehung da, dieses menschlichen Ichs auch mit der Christuskraft, weil die ja eingezogen ist in die Gemeinschaft der Elohim. Nur, dass sie zur Wirksamkeit kommt, ich meine, die Elohim hatten als geistigen Wohnsitz, wenn man das so nennen will, die Sonne. Und der Christus hat sich in dem Sonnenbereich, wobei wir ja immer noch von der Astralwelt sprechen, aber da gibt's eben astralisch auch schon die Sonne vorbereitet, die Sonne, die astralisch auch die ganzen anderen Planeten noch in sich enthält zu diesem Zeitpunkt. Aber wo ja eigentlich in der ersten Zeile wird der ganze Weg schon angedeutet, wo sich die Sonne dann von der Erde trennt. Die Elohim schieden die Elohim schieden den Himmel und die Erde, teilten das voneinander. Das ist der Prozess, wo die Sonne sich trennt von der Erde, die Erde enthält noch den Mond, aber alles im seelischen Bereich, also die seelische Anlage der Erde trennt sich vom Seelischen der Sonne. Und der Christus verbindet sich zunächst also in dem Sonnenbereich mit dieser Ich-Kraft der Elohim. Aber aus dieser Ich-Kraft der Elohim geht also jetzt das menschliche Ich heraus, als Funke, als ein Funke. Als ein Funke, der sich aber zu vervielfältigen beginnt. Der zündet immer wieder neue Funken. Also aus einem Menschheits-Ich geht es hervor, das entsteht. Und dieses Menschheits-Ich, das hat die Kraft, sich zu vervielfältigen. Ist auch ein sehr schwieriger Gedanke. Es ist jetzt wieder mal
ein Bild. Nämlich das Bild ist insofern auch ein bisschen irreführend, weil ich müsste jetzt auf der anderen Seite dazu sagen, es gibt überhaupt nur ein Ich. Ein einziges. Genauso wie man von der Idee gesprochen hat, wo Goethe gesagt hat, eigentlich ist es falsch davon in der Mehrzahl zu sprechen, so ist es im Grunde beim Ich auch. Der Punkt ist, jedes Ich hat das Ganze, die ganze göttliche Kraft in sich. Aber jedes Ich, die Trennung bedeutet, jedes Ich kann es aber auf individuelle Weise nützen. Also aus dem einen Zentrum heraus entstehen viele Fäden, viele Tätigkeitswege eigentlich, Schaffenswege, die aber aufeinander zugeordnet auch sind. Das ist, ja, werden wir vielleicht noch tiefer ausführen, aber nur so einmal als Hinweis, wie die ganze Sache entsteht. Also es ist ein Funken und aus diesem Funken, nehmen wir es einfach nur als Bild, aus diesem Funken entstehen mehrere Funken, obwohl sie eigentlich alle identisch sind. Also aus derselben Quelle stammend sind, theoretisch über die gesamte Kraft verfügt. Aber der große Unterschied ist, verwirklicht wird diese Kraft eben erst durch die Tätigkeit, dass dieses Ich tätig wird. Vorher ist es reine Möglichkeit. Also das Ich kann zwar sich beständig schaffen, aber mit dem sich beständig schaffen würde es sich nicht weiterentwickeln alleine. Es würde sich immer, nur allein, dass es überhaupt sozusagen, ja, existiert. Es existiert eigentlich nie. Es existiert nur in der Tätigkeit, in dem sich immer wieder schaffen. In dem besteht's. Also, darum ist das Bild eben mit Zerteilung und so weiter, es ist alles so schwer, weil es sind gegenständliche Bilder und die passen eigentlich alle überhaupt nicht. Ich meine, ein anderes Bild für die vielen Iche ist, es gibt einen großen unendlichen Kreis, der ist das große Ich und trotzdem gibt's darin so viele unendliche Kreise mit anderen Farbtönungen, die alle einander überlappen und alle zusammen geben den weißen großen unendlichen Kreis. Ist aber auch nur ein Bild. Weil eigentlich ist eben dieser weiße Kreis von den farbigen Kreisen nicht geschieden, sondern jeder schöpft aus dem Ganzen, jeder ist das Ganze in gewisser Weise, aber trotzdem auf einzigartige Weise. Das ist, mir fehlen die Worte, um es vielleicht noch klarer zu machen, aber vielleicht hilft es euch ein bisschen in die Richtung zu kommen. Ich meine, wir sind halt einfach so geprägt durch das gegenständliche Denken, dass wir die Dinge nur nebeneinander denken können, die eigentlich nicht räumlich irgendwie trennbar sind, die kein Nebeneinander haben, sondern ein Ineinander haben und doch einzigartig sind. Es ist wahnsinnig schwer in ein Bild zu fassen, in ein sinnliches Bild zu fassen. Naja, jedenfalls also diese Funken, sagen wir mal, regnen auf die Erde langsam herab. Und aus dem entsteht die Menschheit. Beginnen die Inkarnationen auf Erden und der Funke dieses Ich ist auf jeden Fall da. Aber ihm fehlt noch etwas ganz Entscheidendes, dass es die Qualität bekommt, die es wirklich braucht. Nämlich diese Verbindung mit der Christuskraft. Die ist zwar angelegt drinnen, aber damit sich das für den Menschen hier auf der Erde auch realisiert, muss sich der Christus als Mensch inkarnieren auf Erden. Er muss selber Mensch werden. Oder man kann umgekehrt sagen, die Menschwerdung Christi bedeutet, dass in der Menschheit, im menschlichen Ich, diese Christuskraft zu erwachen beginnt. Das sind zwei Bilder. Man könnte jetzt sagen, lassen wir jetzt die ganze äußere Schilderung weg, vom Mysterium von Golgatha lassen wir es einmal weg. Es gibt aber in der Menschheit einen Punkt, wo in den menschlichen Ichen die Ich-Kraft anfängt aufzuleuchten. Wieder als Bild genommen. Dann könnte man also diesen Moment der Zeitenwende ganz ohne der äußeren historischen Entwicklung schildern.
Also es ist der Moment, wo diese Christuskraft, die schon durch die Gemeinschaft der Elohim gewirkt hat, jetzt in jedem einzelnen menschlichen Ich aufwacht. Von dem wir wissen, es ist trotzdem in gewisser Weise eines alles. Das ist das Paradoxon. Man kann es nur so paradox aussprechen. Der Christus ist nämlich dieses Gemeinschafts-Ich. Das ist das große makrokosmische Ich aller Iche, wenn man so will. Und jedes Ich ist diese Christuskraft. Aber halt nicht die gesamte in ihrer Tätigkeit. Der Christus ist der unseren ganzen Kosmos geschaffen hat. Mithilfe der Elohim und durch die Elohim. Aber der wirkliche Schöpfer dieses Erdenkosmos, also das heißt der Erde, des Planetensystems und all der Sterne, die da im sichtbaren Kosmos noch mitspielen, der Schöpfer, der eigentliche Schöpfer dieser Welt, ist der Christus, der durch die Elohim und mit Hilfe der Elohim wirkt. Und den Elohim daher eben auch die Möglichkeit gibt, ihre Ich-Kraft so hinzuopfern, dass diese Ich-Kraft aufnahmebereit ist für die Christuskraft. Das ist also da schon festgelegt. Ich meine, schon, wenn man das erste Kapitel der Bibel, also die Genesis liest und zu der Stelle kommt und die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht, dann steckt darin bereits der Impuls für die ganze folgende Entwicklung drinnen. Da ist schon der Impuls drinnen, dass sich der Christus mit den irdisch verkörperten Menschen verbindet. Da steckt es bereits drinnen. Da ist der Anstoß dazu gegeben. Ich meine, das haben natürlich Eingeweihte in der damaligen Zeit auch schon in gewissen Konturen gesehen und vorausgesehen daher und daher die Entwicklung auch, also dazu beigetragen, die Entwicklung in diese Richtung zu lenken, dass das möglich ist, dass die Menschen auch darauf vorbereitet sind. Und sie konnten sich aber in der Anfangszeit der Menschheit natürlich eben noch nicht aus ihrem eigenen Ich wirklich darauf vorbereiten, sondern sie mussten etwas von den höheren geistigen Wesenheiten, von deren Kräften hereinholen. Ganz hohe Wesenheiten zunächst. Und also eben durchaus zunächst einmal die Kräfte der Elohim, die wirken durch sie, die Kräfte der Urengel, die wirken, die Kräfte der Erzengel, die durch sie wirken, die Kräfte der Engel, die durch sie wirken, aber das ist alles nur Vorbereitung. Ich meine, das menschliche Ich ist da noch in einem sehr keimhaften Zustand. So richtig erwachen kann es erst dann, wenn sich der Christus selber mit jedem dieser Funken verbunden hat, die doch alle nur ein Funken sind. Und das geht nur, dass umgekehrt der Christus Mensch wird und jeder Mensch, der diesen Impuls aufnimmt, in gewisser Weise Christus wird. Das ist nur der Unterschied ist, der Christus kann es für alle und wir können es mit unserem Ich halt nur auf individuelle Weise. Aber das ist der Punkt, auf den wir hinsteuern. Und dieser Punkt, also dieses Entzünden, dass die Christuskraft also eins wird mit der Ich-Kraft des Menschen, also sich ganz verbindet damit, das passiert eben zur Zeitenwende, beziehungsweise genau gesprochen mit dem Mysterium von Golgatha. Da vollzieht sich dieser Effekt und dann ist zu sehen, wie im Grunde geistig die ganze Erde aufleuchtet. Und was in Wahrheit aufleuchtet, sind diese Lichter in den Ichen der Menschen. Das ist es eigentlich, was primär aufleuchtet. Und was aber beginnt zu erhellen, dann die ganze Erdensphäre. Aber die Gegenströmung ist halt, dass durch die Widersacher etwas hereinkommt, was also dieses ganze geistige Licht, das von oben kommt, zudeckt. Aber man muss denken, es sind unten die Lichter der Ich-Impulse, die sind da. In jedem ist potenziell diese Ich-Kraft da, die zu leuchten beginnen kann, die Erdensphäre durchleuchten kann.
Aber zugleich, und das war auch die Aufgabe und ist die Aufgabe der Widersacher, zu dem, was sozusagen von oben herabkommt, da wird der Deckel drüber gelegt. Eine immer schwärzer werdende astralische Sphäre, die die Erde umhüllt, die immer dichter wird. Und, und die Aufhellung kommt nicht von oben, sondern sie muss aus den menschlichen Ichen herauskommen. Darin liegt die Leuchtkraft, äh, die diese Dunkelheit auflöst und nicht nur auflöst, sondern erlöst. Eben das, was durch die Widersacherkräfte vernichtet wurde im Grunde oder verfälscht wurde oder was dadurch die Tendenz bekommen hat, wirklich in eine ganz andere Entwicklung abzuzweigen. Weil wir haben ja schon oft davon gesprochen, die problematischste Kraft ist dieses Wesen Sora, das wirklich die Kraft hätte, die Entwicklung in eine ganz andere Richtung zu lenken. Allerdings hat es diese Kraft nur dort, wo Menschen vorhanden sind, die aus freiem Willen heraus diese Christuskraft ablehnen, das Prinzip der Freiheit ablehnen und sagen, ich will lieber ein zwar unfreies, aber sehr, sehr mächtiges geistiges Wesen werden, das einen anderen Weg geht und dann mit der Welt des Sorat mitgeht. Weil man muss denken, die ganzen geistigen Hierarchien, die über uns sind sehr, sehr mächtig. Aber sie haben alle kein freies Ich, aber sie haben gewaltige Gestaltungsmacht. Und in dieser Welt kann man nicht so einfach da aufsteigen. In der Welt des Sorat, das aber eine Art Gegenwelt wäre, geht es sehr wohl. Sozusagen auf der dunklen Seite hochzusteigen, die aber eben nicht diese schöpferische Erneuerungskraft hat, die durch die Christuskraft dem Menschen möglich ist. Aber man darf nicht unterschätzen, dass damit trotzdem eine gewaltige Schaffensmöglichkeiten immer noch gegeben sind. Aber es hört auf, also dieses wirkliche Schöpfen können aus dem Nichts heraus. Es geht dann also einfach darum, eine Welt endlicher Möglichkeiten immer wieder neu umzugestalten. Da hat man genug zu tun, gar keine Frage. Also es gibt genug zu tun damit. Ich meine, wenn man ein bisschen mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und diesen Dingen Kombinatorik vertraut ist, weiß man, dass die Zahlen sehr schnell sehr hoch werden. Weil es gibt das alte, also das ist ein überexponentielles Wachstum, was dann steht. Ihr kennt vielleicht die Legende mit dem Schachspiel, wo ein Bauer kommt halt zum König und der hat dann einen Wunsch frei und der will nicht mehr, als dass du mehr Reiskörner gibst, aber so, dass auf jedem Feld des Schachbretts zuerst eins, am nächsten doppelt so viel und so weiter. Und der König, der halt offensichtlich mit der Mathematik nicht ganz so vertraut war, denkt sich, na ja, das können wir leicht erfüllen. Aber die Zahl wird riesengroß. Also da reicht die gesamten Vorräte des Reichs an Reiskörnern reichen nicht aus, um das letzte Feld zu füllen, abgesehen davon, dass er natürlich keinen Platz drauf hat, aber die Zahlen werden sehr groß. Und das ist die Welt, also, die Sorat interessiert. Und wo er durchaus also natürlich Menschen gewinnen könnte, die sagen, ja, wenn in diesem Reich gewaltige Macht gegeben wird, das ist schon was. Das ist schon was. Und nur dazu ist der völlig freie Willensentschluss notwendig, sich diesem Reich anzuschließen. Alles andere wird Sorat nicht in sein Reich hineinziehen können. Aber es besteht halt die Gefahr, dass Menschen, die jetzt zunächst einmal in ihrer Ich-Kraft sich zu schwach fühlen, dieser Herausforderung zu stellen, halt diese Dunkelheit zu erhellen, dass Menschen dem verfallen, dieser Verlockung verfallen, ja lieber sozusagen da in diesem Reich ein großer Führer zu werden, als da sie mit dem
abzuquälen, was ich vielleicht nicht schaffen könnte aus meinem Ich oder sonst wie heraus. Aber es zielt darauf ab, dass es letztlich ein freier Entschluss des Menschen sein muss, sich diesem Weg des Sorat anzuschließen. Aber es ist, das sagte ich auch schon in den letzten Malen, noch kein Mensch auf Erden so weit, dass er diese endgültige Entscheidung bereits gefällt hat. Diese Entscheidung wird ganz zum Schluss fallen. Ganz gegen Schluss zu. Ich meine, also die große und die wirklich letzte Entscheidungsmöglichkeit ist eben wirklich erst in der übernächsten kosmischen Verkörperung unserer Erde in Wahrheit. Dort fällt die endgültige Entscheidung. Bis dahin ist also alles noch vorübergehend. Aber dort gehen wir hin. Ja, also das heißt, die große Frage für uns ist, was tun wir mit unserer Ich-Kraft? Was tun wir mit dieser Ich-Kraft? Das ist die große Entscheidung, vor der wir stehen. Und es geht heute, glaube ich, ganz, ganz stark darum, dass wir uns bewusst werden, welcher Möglichkeiten wir uns bedienen können, dadurch, dass wir dieses Ich haben, welche Kräfte da drinnen sind. Wir haben die Kräfte des Christus in uns. Diese Kräfte sind im menschlichen Ich vorhanden, und zwar in unbegrenzter Fülle. Nur wir müssen es wollen. Wir müssen es wollen, dass diese Christuskraft, diese Ich-Christuskraft tätig wird. Und in dem Maße, in dem sie tätig wird in uns, in dem wir das ermöglichen, dass sie tätig werden kann in uns. Ich betone, dass sie tätig werden kann in uns, denn wir müssen es zulassen. Wenn wir es nicht zulassen, von sich aus kann der Christus in diesem Punkt nicht tätig werden. Er kann in vielen anderen Bereichen tätig werden, aber was das menschliche Ich betrifft, in dem Bereich kann er aus sich heraus nicht tätig werden. Das ist der Punkt, den, ja, man könnte sagen, das ist auch mit eine Opfertat, die der Christus, ja, stellvertretend, sage ich mal, für die ganze Schöpfungsquelle oder als die Schöpfungsquelle selbst hingegeben hat. Er hat sich selbst die Kraft genommen, das menschliche Ich in irgendeiner Weise beeinflussen zu können. Christus kann uns nichts aufzwingen, er kann uns nichts mit uns tun, was wir nicht wirklich wollen. Wenn wir wollen, dann ist es der Christus, der mit uns will. Dann sind wir in diesem Wollen eins mit dem Christus. Also in jedem wirklich freien Entschluss ist es eine Christustat und zugleich unsere Tat. Das ist nicht mehr unterscheidbar. Es ist halt die Frage, ob die Menschen bereit sind, diese Freiheit auch anzunehmen. Und ja, auf den ersten Blick scheint es, naja, nicht locker, na frei sein will ja jeder, na das mache ich da sofort. Ja, nur so einfach ist es nicht. Frei sein heißt ja eben nicht, na ich mach, was ich will. Auf gut Wienerisch. Also ich tue, wonach mir gerade Lust und Laune ist. Damit hat es eben überhaupt nichts zu tun. Das ist das Ego. Wir haben am Anfang gesprochen, wie das im Englischen schwierig ist, das Ich und das Ego auseinanderzuhalten. Wir müssen es aber ganz stark auseinanderhalten. Was das Ego will, hat mit dem Ich herzlich wenig zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass das Ich eine Aufgabe hat, das Ego zu erziehen. Und dorthin zu bringen, dass es das Ego, ja, ein schöpferisches Produkt des Ichs immer mehr wird. Das ist der Punkt. Und daher heißt das, dass wir aber ausgesprochen wachsam darauf sein müssen, dass alles in der Zukunft getan wird, was die individuelle Freiheit des Menschen fördert und nicht untergräbt. Und der Kampf von jetzt ab in die Zukunft geht um die Freiheit des individuellen Menschen. Jetzt
könnten manche sagen, na ja, da geht's ja wieder nur um den Einzelnen. Na, dann ginge es ums Ego. Das Ich ist das, was in sich die schöpferische Kraft hat, aus dem Nichts etwas zu schaffen und es der Welt zu schenken. Das ist die Ich-Kraft. Ich-Kraft heißt aus dem Nichts heraus etwas schaffen und das an die Welt verschenken. Anders kann das Ich nicht tätig sein. Dann ist es wirkliches Ich. Dann ist es ein Ich, ja, nach dem Muster des Christus-Ich. Dann ist es das Christus-Ich, das in dieser Handlung drinnen ist. Wenn es etwas aus dem Nichts schafft und das in Liebe verschenkt wird, das ist das Gleiche. Es ist eine Kraft, die aufbauend tätig wird in der Welt. Geistig aufbauend tätig wird in der Welt. Diese Kraft steckt in unserem Ich drinnen. Und die erste Aufgabe ist eben, all das Seelische, Astralische in uns zu verwandeln dadurch, aus der Freiheit heraus. Also nicht nur bloß Herr zu werden über unser Astralisches, das ist der erste Schritt, aber als zweiter Schritt es zu durchleuchten. Und je mehr, also zu durchleuchten dadurch, dass wir es schöpferisch, das Negative ins Nichts verwandeln und durch ein geistig Lichtvolles ersetzen. Das ist das ganz Entscheidende. In dem Maße werden wir auch das Geist selbst entwickeln. Viele Menschen sind schon auf dem Weg, dass das ansatzweise der Fall ist. Also man braucht nicht glauben, dass das so unmöglich ist. Es ist vielfach schon passiert. Aber es muss in noch viel größerem Maße passieren, wenn wir halt wirklich voll unsere Möglichkeiten ausschöpfen wollen. Und das steht vor uns. Und dieses Verschenken ist aber zugleich gemeinschaftsbildend. Und jetzt komme ich zurück ganz zum Anfang des Vortrags. Das wirkt auch in dem drinnen, das ist die andere Seite davon, wenn ich so ganz stark schaffend in meinem Ich drinnen bin und zu verschenken beginne. Schenken heißt ja aber auch, da ist wer anderer, der dieses Geschenk annimmt. Das ist nicht der einfache Schleuder was in die Welt hinauf, sondern schenken heißt ganz konkret einem anderen Menschen etwas zu geben. Mich dem anderen Menschen zu geben. Und das passiert in der sozialen Kommunikation in dem Moment, wo ich in den anderen hinüberschlafe. Ich habe es am Anfang die Seite davon geschildert, dass wenn ich dann zurück zu mir komme, dann nehme ich etwas von dem Wesen des anderen mit und so dass ich ihn erkennen kann. Die andere Seite davon ist, dass ich etwas von was ich durch meine Ich-Kraft herausgebracht habe, ihm schenke. Das heißt, der andere muss natürlich auch bereit sein, das aufzunehmen. Dann kann er etwas nehmen, was ihn bereichert. Das ist wirklicher geistiger Austausch. Das heißt, Ich-Kraft heißt absolut nicht, dass die Menschheit in Einzelwesen zersplittert, wo einer den anderen im Grunde nicht versteht und jeder was anderes will, sondern wo alle einander so beschenken, dass sie gemeinsam ein noch höheres schaffen. Das ist nämlich der Zweck. Es geht auch nicht einmal nur darum, naja, ich schenke dir was, damit es dir besser geht. Das ist alles kleinlich gedacht. Sondern ich schenke dir etwas, was aus meiner Schöpferkraft herauskommt und was in dir neue Schöpfermöglichkeiten anregt. Das Geschenk, was ich dir gebe, ist nämlich so, dass der andere damit machen kann, was er will. Und nur dann wird's auch fruchtbar. Es geht nicht darum, dass ich ihm sozusagen irgendeine tolle Idee aufdränge und sag, wenn's das magst, wird's dir viel besser gehen und das wird alles gut werden. Nein, das ist überhaupt nicht. Aber es ist ein Schenken, das darin besteht, dass ein Ich das andere anregt zu seiner eigenen Tätigkeit. Darin besteht das Geschenk. Es ist eine Anregung, dass der andere seine eigenen Kräfte aufwecken kann. Das ist das eigentliche Geschenk, das dahinter steckt. Es ist also so etwas wie dem anderen einen weiteren Raum zu eröffnen für seine eigene schöpferische Tätigkeit, als er ihn bisher hatte. Es ist so eine Art Mutmachen,
ja, jetzt kannst du wieder einen Schritt mit deiner eigenen Schöpfertätigkeit weitergehen. Also, und zwar in allen Bereichen, wo es auch eben geht um das wirklich das Gemeinsame der Menschheit, das Gemeinsame mit der Natur, das Gemeinsame mit dem ganzen Kosmos. Das geht nur gemeinsam. Und in diesem Gemeinsamen lebt das große Christus-Ich. Es lebt in jedem Einzelnen und es lebt in dem Ganzen, das daraus entsteht. Das ist der Weg zum neuen Jerusalem. Als nächste Stufe, sagen wir es einmal so. Und das ist noch nicht die letzte Stufe. Nein, das ist die nächste Stufe. Aber diese Perspektive zeichnet der Johannes da, skizziert der Johannes in seinem Buch drinnen. Und ich möchte zum Abschluss jetzt nur ein Stück lesen aus der Apokalypse. Wir sind dort stehen geblieben im 14. Kapitel. Also zunächst einmal war die Geschichte mit der großen Stadt Babylon, also damit wird umrissen die Aufgabe, die wir mit unserem Astralischen eigentlich haben, um das zu verwandeln und nicht nur unser eigenes Astralisches, sondern damit auch das Astralische der ganzen Erde. Babylon ist eigentlich die Erde, wie sie heute durch uns geworden ist. Und es ist dann hingewiesen worden auf die nächste Auseinandersetzung, nämlich die eben mit dem Wesen Sorat, mit dem zweihörnigen Tier und eben die Aufgabe, die alle die betrifft, die das natürlich oder zu erlösen gilt, die das Prägemal dieses Tieres auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand haben. Also da müssen wir schauen, dass das nicht passiert. Und was dazu notwendig ist, und das habe ich noch nicht so genau gelesen oder gar nicht gelesen das letzte Mal, und das möchte ich ihm jetzt vorlesen, das führt uns dazu, ja, auch wieder das Wesen des Christus noch tiefer zu erkennen, und das wird hier mit einem Bild angedeutet. Ich werde es heute nicht näher besprechen, das Bild, ich möchte es nur mal so wirken lassen. Also, lesen wir das Stückerl. Also vorher war diese Geschichte jetzt mit dem Sorat und jetzt geht's weiter. Was sich hier allein bewährt, ist die ausharrende Kraft derer, die dem Geist ergeben sind, die die göttlichen Geistesziele bewahren und den Glauben an Jesus. Es ist sehr interessant, dass hier auch das Wort Jesus kommt, nicht Christus kommt, weil es geht also um den Christus, der sich in Jesus verkörpert hat, der Mensch geworden ist. Das ist also sehr präzise ausgedrückt. Das ist nicht sagen, man hätte da nicht lieber den Christus schreiben können. Es geht um den verkörperten Christus, der durch die Verkörperung durchgegangen ist. Das ist das Wesentliche, der diese Menschheitserfahrung gemacht hat, der die Erfahrung des Todes gemacht hat. Etwas, was kein geistiges Wesen außer dem Menschen bislang hatte und das die höchste Schöpfungsquelle jetzt durchmacht. Das muss man sich vorstellen. Also durch diese Erlebnisse durchzugehen. Also was sich hier allein bewährt, ist die ausharrende Kraft derer, die dem Geist ergeben sind, die die göttlichen Geistesziele bewahren und den Glauben an Jesus. Glauben heißt im Übrigen auch nicht nur, naja, ich glaub's halt, weil es steht in der Bibel und die Pfarrer haben es auch erklärt. Ich kann's zwar nicht sagen, ob's wirklich so ist, aber ich glaub's halt. Das ist damit nicht gemeint. Glaube ist Gewissheit. Gewissheit, aber Gewissheit im, sage ich mal, im gefühlsmäßigen Erleben, im astralischen Erleben. Dort habe ich die Gewissheit entwickelt. Der Glaubensleib ist der Astralleib, beziehungsweise in Wahrheit der verwandelte Astralleib, nämlich zum Geist selbst verwandelt. Das steckt drinnen. Also Glaube heißt, ich bin tätig geworden darin, meinen Astralleib zum Geist selbst zu verwandeln. Das heißt Glaube.
Es ist alles nicht so äußerlich zu nehmen. Es ist viel, viel intensiver gemeint. Man kann es natürlich äußerlich anlesen. Ich glaub's halt. Oder ich glaub's nicht, je nachdem. Das ist damit nicht gemeint. Hier ist die Frage, habe ich etwas von meinem Astralischen zu Geist selbst verwandelt? Oder habe ich es nicht verwandelt? Wenn ich ein bisschen was davon verwandelt habe, habe ich den Glauben. Wenn ich es nicht habe, kann ich den ganzen Tag lang sagen, ich glaube an Jesus Christus und so weiter, und das nutzt mir gar nichts. Auch wenn ich dabei die höchsten Wohlgefühle habe, das ständig zu rezitieren und mir dabei sehr, sehr heilig vorkomme. Das kann unter Umständen der Abweg in die Tiefe sein. Ja, und jetzt geht's als Folge davon weiter. Und ich hörte vom Himmel her eine Stimme, die sprach, schreibe, selig sind die Toten, die von jetzt ab in der Kraft des Christus sterben. Ja, der Geist spricht, sie sollen Ruhe finden nach ihrer Mühsal. Die wirklichen Früchte ihres Lebens verlieren sie auf ihren Seelenwegen nicht. Und dann geht's weiter. Und ich sah, siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke die Gestalt des Menschensohnes. Auf seinem Haupte trug er eine goldene Krone, und in der Hand hielt er eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel trat aus dem Tempel hervor und rief mit lauter Stimme dem aus der Wolke kommenden zu, schlag zu mit deiner Sichel und ernte, denn die Zeit der Ernte ist gekommen. Das Erntefeld der Erde steht reif. Und der auf der Wolke fuhr mit seiner Sichel über die Erde, und die Erde wurde geerntet. Ist heute nicht mehr die Zeit dazu, auf das Bild näher einzugehen, aber wir werden es das nächste Mal ansprechen, und wir werden auch noch einiges sprechen müssen über welche Seelenkräfte wir dazu entwickeln müssen, dass das alles funktioniert. Wir haben ja schon einiges die letzten Male besprochen mit der Entwicklung der zweiblättrigen Lotusblume, mit der 16-blättrigen, die hier damit zu tun hat, die hängt mit dem, ja, lebendigen Denken bis hin zur Imagination zusammen. Die hängt mit der Inspiration zusammen. Und dann ist sehr wichtig als nächstes das Herzzentrum, das Herzchakra, die sogenannte 12-blättrige Lotusblume. Die weist uns schon sehr weit hinaus, weil das hat da natürlich die 12 was mit dem Tierkreis zu tun und so weiter. Also das heißt, das werden wir auch im Zuge dessen besprechen müssen. Ich habe nicht vergessen, auf das einzugehen, aber es waren halt wieder ein paar Exkurse drinnen, die aber, glaube ich, notwendig sind dafür. Also auch vor allem zu verstehen, was ist unser Ich? Wer sind wir eigentlich? Welche gewaltige Dimension da drinnen liegt? Ich meine, wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir sagen so oft ich am Tag. Aber was erleben wir denn dabei wirklich? Ich meine, wir müssen diese große Dimension spüren lernen. Dann haben wir eine Chance, wirklich bewusst den nächsten Schritt zu machen. Und wir brauchen noch einmal betonen, keine Angst vor der Größe der Aufgabe haben. Das Potenzial liegt für uns, aber es kann sich eben nur schrittweise entfalten. Und dieses schrittweise sich entfalten genügt aber auch. Niemand erwartet von uns, dass wir mit Ansprung jetzt den ganzen Kosmos verwandeln. Zum Schluss soll es das irgendwann sein, aber das ist nicht der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist ein ganz kleiner. Und den Schritt kann jedes Ich gehen, weil es ein Ich ist. Und an diesen Schritt schließt sich der nächste Schritt an. Und so sammeln sich im Laufe der Zeit die Schritte. Also es ist bewältigbar. Es ist bewältigbar. Aber natürlich ist es nicht immer leicht, weil die Widersacherkräfte uns halt ziemlich im Griff haben. Aber darum für die Zukunft entscheidend das freie Ich, zu dem stehen und wachsam sein gegen allen, was dieses freie Ich behindern will.
mit den verführerischen Dingen verhindern will. Ich meine, es sind so viele Impulse in der Welt, die den Menschen eine schöne, geordnete Welt versprechen. Sie sagen halt nur nicht, dass die Freiheit dabei untergeht. In vielem, was heute als Moral gepredigt wird, steht ein Kampfimpuls gegen das Ich. Das ist der große Trick. Ich meine, die wirklich aus der Freiheit tätig sind, moralisch zu diffamieren, und die anderen, die brav irgendeiner zentralen Lenkung folgen, ohne es vielleicht mitzukriegen, die als die moralisch Guten hinzustellen. Und dabei sind die am meisten gefährdet sind, dann in den Griff der Widersacher zu kommen. Diese Auseinandersetzung ist heute tagtäglich da. In fast allem, was uns tagtäglich begegnet. Es geht darum, wie kann ich hier meine Freiheit bewahren, ja nicht nur bewahren, sondern ausbauen. Und damit eben auch verbunden die Eigenverantwortung. Das ist die große Aufgabe, dass wir uns jedenfalls in dem Jahrhundert einmal endlich dessen bewusst werden. Es wäre eigentlich schon im vorigen Jahrhundert angetan gewesen, aber da gab es viele starke Impulse gegen diese Freiheit, die gibt es jetzt auch, aber trotz allem, die Menschheit ist gereift in diesen 100 Jahren. Auch wenn es nicht immer so ausschaut. Also die Möglichkeiten sind da, die Chancen sind da, und ich bin mir sicher, dass das viele Menschen schaffen werden, und ich hoffe sehr viele. In diesem Sinne sage ich euch Danke und entschuldige mich wieder mal, dass ich schon wieder, ja, wie früher war es der Hans-Joachim Kulenkampf, kann ich mich erinnern, in den Fernsehshows, da einer wird gewinnen, da hat er auch immer überzogen, schamlos überzogen. Also ich hoffe, ich habe nicht da Schaden genommen, dass ich diese Sendungen damals gesehen habe. Sie waren übrigens gar nicht so schlecht. In diesem Sinne danke ich euch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke für deine Schamlosigkeit. Das ist nett gesagt. Das ist sehr nett gesagt. Deine Grenzenlosigkeit. Hi Sarah. Vielen Dank, Wolfgang. Gerne. Danke, dass ihr dabei seid, so treu. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Nächstes Mal haben wir schon 59. Ja, wir nähern uns dem 60er. Jesus. Ja, genau. Macht nichts. Bald hole ich mich selber ein. Ich bin schon über den 60er ein bisschen drüber. Also bald hole ich mich ein. Das schafft man vielleicht auch noch. Papa. Alles Liebe. Papa. Wundervollen Abend. Gleichfalls. Danke euch.